Antioch in Kalifornien, nordöstlich von San Francisco. Eine Stadt mit rund 130.000 Einwohnern. Kathleen Rognaby war mit 2 ihrer Kinder den ganzen Tag shoppen. Sie hört ihre Tochter Amia schreien. Was ist los? Und ihr Sohn sagt mit entsetztem Blick, Mom, da ist überall Blut. Bleibt hier. Oh mein Gott. Sie rennt aus dem Haus und setzt einen hysterischen Notruf ab. What's the emergency? My cousin, he's laying on the floor in blood. Is he alive? I don't know. Okay, do you feel like you can go in there and help him? If he... No, I don't want to go in there. I don't want to go in there. The officers are driving there as fast as they can, okay? I'm scared. What do I do? Kathleen ist zu bestürzt, um zu begreifen, was passiert ist. Und gleich wird sie noch bestürzter sein. Ich war am anderen Ende der Stadt, als sie mich anfunkten und zu einem Notfall schickten. Details wurden keine genannt. Was ist passiert? Die Angehörigen standen draußen. Keiner wollte ins Haus. Ich dachte nur, was erwartet mich da drin? Ich ging rein. Mr. Eastman? In der Küche fand ich dann das Opfer. Jesus. Der Mann lag mit dem Kopf in einer großen Blutlache und ich hörte ihn schwach atmen. Halten Sie durch. Hang in there, buddy. Wird eine blutende Person gemeldet, schickt die Notrufzentrale stets einen Rettungswagen, in der Annahme, dass das Opfer gestürzt ist. Ist wohl mit dem Kopf aufgeschlagen. Ich fragte mich, was passiert war. Hatte er eine Art Anfall gehabt? Und zwar gegen die Arbeitsplatte geknallt? Ich suchte nach einer Erklärung, als einer der Sanitäter sagte, er muss auf eine Trage. Ich packte ihn an den Füßen und als wir ihn anhoben, fiel mir dort, wo er mit dem Rücken gelegen hatte, etwas auf. Ich konnte es kaum glauben, sah etwas genauer hin und meinte, das ist ein Projektil. Alle halten inne, doch kein Unfall. Während sie ihn ins Krankenhaus brachten, forderte ich über Funk Verstärkung an. Immerhin hatten wir jetzt einen Tatort. Ich heiße James Colley. 2016 war ich für das Antioch Police Department tätig, als Mordermittler. Man ist immer auf Abruf. Wenn nachts mein Telefon klingelte, wusste ich genau, wer dran war. Man macht sich da keine Illusionen. Mein Partner war Detective Gonzalez. Ich heiße Adrian Gonzalez. Damals war ich erstmals im Führungsteam. Adrian war noch nicht lang Detective und mit Eigentumsdelikten befasst. Ich sah großes Potenzial in ihm und wollte, dass er Erfahrungen in der Welt der Gewaltverbrechen und Morde sammelt. Okay, alle mal herhören. Wir erfuhren, dass das Opfer Rallis Eastman hieß. Ihm wurde in den Hinterkopf geschossen. Er lebte noch, doch die Verletzung ließ vermuten, dass es ein Mordfall werden würde.
Detective? Was haben wir, Ramirez? We've got a Caucasian male found. So Detective Collie und Gonzales fahren zum Tatort und treffen dort Officer Ramirez, der sie angefordert hatte. Ich zeigte ihnen alles. Es war nicht das sauberste Haus. Überall lagen irgendwelche Sachen herum. Ich nahm aber an, dass die Familie diese Unordnung gewohnt war. Von außen sah das Haus ganz normal aus, im Gegensatz zu innen. Es war sehr ungepflegt. Dreckiges Geschirr, Essensreste, überall Klamotten. Ein ziemliches Chaos. Über das ganze Haus waren Sachen verstreut. Es wirkte sehr abgewohnt. Wir gingen in die Küche. Und ich zeigte ihnen, wo das Opfer gelegen hatte. Die ganze Küche war voller Blut. Auf dem Boden befand sich sogar etwas Gehirnmasse. Rallis Eastman wurde im Türrahmen zwischen Garage und Küche erschossen. Ich schätze, er kam von hier. Collie vermutet, dass Eastman von der Garage in die Küche wollte. Er öffnet die Tür, jemand schießt ihm in den Kopf. Daher das Hirngewebe und das Blut an der Tür. Ich stellte mir vor, wo der Täter gestanden hatte. Ich versuchte herauszufinden, von wo aus geschossen wurde. Ein zweiter Schuss wäre ins Wohnzimmer gegangen. Ich weiß noch, dass Detective Collie sich umsah. An der Wand stand ein Fernseher, der Bildschirm war gesprungen. Und Collie meinte, da ist ein Einschussloch. Das Loch war interessant, weil es sehr gerade war. Die Kugel hatte zuvor nichts getroffen und war nicht abgelenkt worden. Er sagte, sieht aus wie eine 22er. Die Kugel war sehr klein. Wir konnten uns keinen Reim darauf machen. Dieses Kaliber wird normalerweise verwendet, um kleine Nagetiere zu erlegen, glaube ich. Dass es für einen Mord benutzt wurde, war ungewöhnlich. Collie setzt da an, wo jede Morduntersuchung ansetzt. Er weiß nicht, was passiert ist, überlegt aber, was passiert sein könnte. Wir dachten erst, es könnte ein missglückter Einbruch gewesen sein. Einbrüche sind in Antioch recht häufig. Antioch ist eine hübsche Stadt, hat aber eine hohe Kriminalitätsrate. Vor ein paar Jahren galt sie als dritt- oder viertgefährlichste Stadt in Kalifornien. Rallis wohnte in einer recht ruhigen Gegend. Einige umliegende Straßen sind jedoch berüchtigt für Drogen, Schießereien und Tötungsdelikte. Sehen wir uns weiter um. Ist jemand ins Haus eingebrochen, wurde vom Eigentümer überrascht und hat dann geschossen? Könnte das sein? Na klar. Es gab jedoch nichts, was eine einfache Schlussfolgerung ermöglicht hätte. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Dinge durchwühlt oder Schubladen geleert wurden. Keine der Türen war aufgebrochen, keines der Fenster beschädigt. Vielleicht war es jemand, den Rallis gekannt hat, dem er vertraut hat. Jemand, der sich ihm nähern konnte und ihn einer Hinrichtung ähnlich von hinten abgeknallt hat. Wir wussten nicht, wen wir verdächtigen sollten. Doch klar schien, dass ein persönliches Motiv dahinter steckte. Wir konzentrierten uns deshalb auf Rallis selbst, um zu sehen, ob er in irgendetwas verwickelt war. Immerhin war er im eigenen Haus ermordet worden. Detective Collie glaubt an einen Mord aus persönlichen Gründen.
Doch im Haus deutet nichts auf eine bestimmte Person hin. Also suchen die Ermittler draußen nach hilfreichen Hinweisen. Sie gingen ums Haus herum. Kommt her! Ein Rucksack, was macht er da? Mal sehen. Im Rucksack befanden sich ein paar Klamotten, ein Geldbeutel und darin der Führerschein von Rallis Eastmans ältestem Sohn Scott. Da ist noch mehr. Marihuana und eine Pfeife. Collie überlegt, könnte Scotts Vorliebe für Rauschgift die Familie in Gefahr gebracht haben? Packt alles ein. Collie ist klar, dass der Tatort nicht mehr hergibt. Ein bisschen was hat er, doch er braucht weitaus mehr. Wenn ich nicht weiterkomme, überprüfe ich die Opfer. Die beste Auskunft über Eastman können seine Angehörigen geben. Und natürlich wachen die gerade an seinem Krankenhausbett. Rallis lag auf der Intensivstation, war nicht ansprechbar. Er war an Monitore angeschlossen und hing am Beatmungsgerät. Ich saß nur da, hielt für ein paar Minuten seine Hand und fragte mich, ob er wohl wieder nach Hause kommt. Jedes kleine Mädchen wünscht sich, dass sein Dad nach Hause kommt. Rallis war auf einer Farm aufgewachsen, im Herzen von Kansas. Gleich nach der Highschool war er zur Army gegangen und hat später für ein großes Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Er war ein Workaholic. Er musste für 5 Kinder sorgen. Rallis Eastman war sehr darum bemüht, dass seine Kinder nicht auf die schiefe Bahn gerieten. In einer Gegend, in der sie schlimmen Einflüssen ausgesetzt waren. Er hatte immer ein Auge auf uns. Drogen waren meinem Dad zuwider. Marihuana etwa hätte er bei uns Kindern niemals geduldet. Halt durch! Die Polizei sah schon eine Mordermittlung auf sie zukommen. Willst du den Sohn befragen? Ja. Aber erstmal die Ehefrau. Vom Ehepartner erfährt man am schnellsten was über ein Opfer. Die Ehefrau stand ihm am nächsten, emotional sowie physisch. Also spricht er mit Kathleen. Erzählen Sie uns was über Ihren Mann. Wie war das Familienleben? Wir haben 5 Kinder. Wir erfuhren, dass sie 3 gemeinsame Töchter hatten und dass Scott aus einer früheren Ehe von Rallis stammte, Kathleen also seine Stiefmutter war. Außerdem hatten sie einen kleinen Sohn, der damals 6 oder 7 war. Wie lief's mit Rallis? Nicht wirklich gut. Rallis und Kathleen hatten Eheprobleme. Sie hatten sich bereits getrennt, wohnten aber noch zusammen. Sie haben getrennte Schlafzimmer und alle Voraussetzungen für eine Scheidung geschaffen. Ich sag's nur ungern, er war kein guter Ehemann. Kathleen versuchte, Rallis als Schürzenjäger hinzustellen, der ständig irgendwelche anderen Frauen hatte. Collie ist erstaunt und alarmiert. Wir fragten uns, ob ihn ein eifersüchtiger Ehemann erschossen haben könnte. Nach Kathleen befragen sie Scott, den 21-jährigen Sohn von Rallis Eastman. Danke, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Sehr gern. Scott wirkte unscheinbar. Er war ein kleiner, dürrer Junge. Er sprach mit einem eigenartigen Tonfall und hielt keinen Blickkontakt. Collys Eindruck ist, dass Scott nicht der hellste Stern am Himmel ist. Wir haben da im Haus etwas gefunden. Wir fragten, warum lag dein Rucksack im Garten? Scott sagt ja, ich rauche Marihuana, lass es aber draußen, um mit Dad keinen Streit zu kriegen. Er meinte, das Verhältnis zu seinem Vater sei angespannt. Mit seiner Stiefmutter würde er viel besser auskommen. Schuldest du jemandem Geld für Drogen? Nein, ich rauche nur ab und zu. Er war Gelegenheitskonsument. Zum Mord gab es keine Verbindung. Wo warst du am Nachmittag? In der Nähe, bei einem Freund. Er sagte, er war mit 2 Kumpels zusammen. Videospiele spielen, wie so oft. Er meinte, er habe den ganzen Abend dort verbracht und sei nur einmal kurz weg gewesen. Rallis hasste es, wenn Scott nachts fuhr. Scott musste das Auto zurückbringen. Bist du deinem Dad begegnet? Nein. Scott sagte uns, er hätte einen Block entfernt geparkt und sei zurück zu seinem Freund gelaufen. Denn hätte sein Dad ihn gesehen, hätte er ihn ins Haus beordert und nicht mehr fortgelassen. Verstehe. Mein Vater war auch streng. Du kannst jetzt gehen. Innerhalb der Familie ist kein Hinweis auf die Tathintergründe zu finden. Sie ändern daher ihre Strategie und klappern die Nachbarn ab. Uns interessierte, wer Kameras am Haus hatte. Vielleicht war ja zu sehen, wer in der Mordnacht gekommen und gegangen war. Jeder von uns wird überwacht. Vom Staat, vom Nachbarn oder von sonst jemandem. Uns fielen einige Häuser auf, die mit Kameras ausgestattet waren. Wenn Collie eine sieht, hinterlässt er eine Visitenkarte, auf der steht: Bitte rufen Sie mich an, ich würde mir gern Ihre Aufzeichnungen ansehen. Schlau. Ich habe hier was sehr Interessantes. Wieder auf dem Revier findet Collie den ballistischen Bericht vor. Die sichergestellte Kugel war eine 22er, abgefeuert aus einer sehr ungewöhnlichen Waffe. Wir hatten Glück. Der Experte konnte sie einem H&R 999 Revolver zuordnen. Das ist ein recht antiquierter Revolver. Er verfügt über einen Kipplauf, über den das Patronenlager freigegeben wird. Die Waffe war also zweifellos ein Harrington & Richardson Revolver. Interessant. This is Detective Colley. Einen weiteren großen Schritt vorwärts kamen wir, als mich aus der Klinik, in der Rallis lag, eine Sozialarbeiterin anrief. Sie war besorgt, weil Rallis Familie ihn für tot erklären lassen wollte, um an seine Lebensversicherung zu kommen. Es zeigt sich, dass die Versicherung einen Wert von $1 Million hat. Das sind 1 Million Gründe, Eastman ins Jenseits zu befördern. Einer seiner Kollegen hat sich gemeldet. Dieser Kollege erzählte uns allerlei Geschichten über die Beziehung von Rallis und Kathleen. Dass Kathleen hinterhältig sei und alles Mögliche in ihrem Eheleben manipuliert habe. Collie erfährt, dass Kathleen Rallis seit 10 Jahren ausnimmt. Sie hatte zahlreiche Affären und hat sogar ein uneheliches Kind. Trotzdem lebt sie noch unter Rallis Dach und lässt ihn all ihre Rechnungen zahlen. Das alles warf ein völlig anderes Licht auf Kathleen. Sie hatte sich zunächst als Opfer dargestellt und gesagt, dass es Rallis war, der fremdgegangen sei.
In Wahrheit war es genau andersrum. Rallis war ein wirklich herzensguter Mensch, der unentwegt von Kathleen schikaniert wurde. Wir sprechen noch mal mit ihr. Er hat sich in Kathleen geirrt. Am 30. Juni teilen die Intensivärzte der Familie mit, dass Rallis Eastman hirntot ist. Was sollten wir tun? Es wird Zeit. Dann entschied meine Mutter, die Apparate abzuschalten. Kathleen Rodnaby beschließt, Rallis Eastmans Leben zu beenden. Hat sie das Recht dazu? Natürlich. Aber macht sie es, um an $1 Million zu kommen? Oder will sie nicht, dass Rallis noch länger leidet? Was ist der Grund? Das eine oder das andere? Als Collie also hört, dass Kathleen an die üppige Versicherungssumme will, bestellt er sie ein, um nochmal mit ihr zu reden. Zu diesem Zeitpunkt war Kathleen für mich eine der Hauptverdächtigen. Ich wollte eine Erklärung für bestimmte Dinge. Doch es kommen nur leere Worte. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe nichts getan. Bekommen wir ihr Handy? Wir sagten ihr ziemlich unverblümt, dass wir auf ihrem Handy nach Hinweisen auf den Mord suchen wollen. Natürlich. Sie zögerte erst, gab es uns dann aber. Sie machte einen auf, ich kooperiere, ich bin unschuldig. Sie kriegen's gleich wieder. Wir checkten ihre Nachrichten und Anrufe. Und stießen sofort auf etwas Interessantes. Sie hatte eine Affäre. Sie hatte sich mit einem Mann ausgetauscht, den sie offenbar nicht nur platonisch liebte. Sie hatte anderen Männern gewagte Fotos von sich geschickt. Das ist bemerkenswert, mehr aber nicht. Ich sah mir den Suchverlauf an. Der verrät viel darüber, was man im Leben will und vorhat. Guck mal. Sie hatte sich über Rallis Versicherung erkundigt. 3 Wochen vor seiner Ermordung. Sie interessiert sich für die Höhe seiner Lebensversicherung. Es schien, als hätte sie ein Motiv für den Mord gehabt. Was haben Sie am Tag der Tat gemacht? Sie legte Quittungen vor, die bewiesen, dass sie mit ihren Kindern in anderen Stadtteilen gewesen war. Ein besseres Alibi gibt es kaum. Sie kann es keinesfalls getan haben, es sei denn, sie hat eine eineiige Zwillingsschwester. Was, wenn noch jemand mit drin steckt? Ihre Affäre? Wer bekommt eigentlich die Versicherungssumme? Sein Sohn? Ich weiß noch, dass ich zu Collie sagte, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Scott das Zeug zum Mörder hat. Allerdings gab es die Möglichkeit, dass Kathleen und er sich zusammengetan hatten. Was läuft hier, Scott? Wir werden sehen. Gehen wir durch, was du an dem Abend gemacht hast. Das Problem bei Scotts zweiter Vernehmung war, dass er zu seiner ursprünglichen Aussage plötzlich Dinge hinzufügte. Er sagte zum Beispiel, er sei in einen Supermarkt gegangen, um eine große Packung Kondome zu kaufen. Womit hast du bezahlt? Sein Geldbeutel lag im Garten. Also wie konnte er ohne Geld Kondome kaufen?
Er kam ins Schleudern. Uns war klar, dass er sich auf die Schnelle etwas ausdachte. Wenn du deine Aussage änderst, Junge, ist das dein Untergang. Collys Verhörtaktik ist sehr effektiv. Er stellt unbequeme Fragen. Und wenn er das Gefühl hat, dass sein Gegenüber lügt, lässt er nicht locker. Auf einmal erzählte Scott, ich habe den Markt dann wieder verlassen, auf der Seite, wo der Eco-ATM steht. Und ich vergesse nie, wie Detective Gonzales plötzlich hellhörig wurde. In der Abteilung Eigentumsdelikte lernt man, das sind Automaten, an denen man sein Handy verkaufen kann. Und nicht selten landen gestohlene Handys darin. Warum sollte jemand sagen, ich bin da raus, wo der Handyautomat steht? Scott sagt, er sei an dem Abend kurz einkaufen gewesen. Hast du dir an dem Automaten Bargeld besorgt? Er guckte wie ein aufgeschrecktes Eichhörnchen. Nein, ich habe gar kein Handy. Er sagt, er hätte sein Handy verloren. Entsorgt wegen des Inhalts? Dafür wäre so ein Automat perfekt. Wenn du uns anlügst, wird's hässlich für dich. Schön Sie ihn raus. Womit hat es Collie zu tun? Da gibt es Catherine Rocknaby, die ein wasserdichtes Alibi hat, aber auch ein $1-Million-Motiv. Und es gibt Scott, der ein verworrenes und leicht variierendes Alibi hat. Noch ist aber nicht klar, was davon der Wahrheit entspricht. Es gilt also weiterhin, einen Fuß vor den nächsten zu setzen. Ich konzentrierte mich nun auf den Automaten. Diese Maschinen sind mit versteckten Kameras ausgestattet, die die gesamte Transaktion aufzeichnen. Gonzales ruft die Betreiberfirma an, die extrem kooperativ ist und ihm ein Video zur Verfügung stellt. Sie sehen sich das Video an und entdecken darauf Scott Eastman. Und 5 oder 6 Stunden vor der Ermordung seines Vaters steht er an diesem Gerät und verkauft ein Handy, das es angeblich nicht gibt, und benutzt einen Ausweis, den er angeblich nicht dabei hatte. Das war ein großer Aha-Moment. Scott wollte unbedingt verhindern, dass wir sein Handy finden. Doch wir fanden es. Scott ist also bewiesenermaßen ein Lügner. Aber warum lügt er? Sein Handy wird uns das vermutlich verraten. Wir holten sofort die Genehmigung ein, den Automaten zu öffnen. Wäre es nicht schön, fragen Sie sich, Scotts Handy darin zu finden? Wir sind da. Wie geht er auf? Man gab mir telefonisch durch, welche Knöpfe ich drücken musste. Der Automat ging auf und ganz unten befand sich ein Korb, in dem all die Handys lagen. Sie wühlten sich durch jede Menge Handys, auf der Suche nach dem richtigen Modell. Ich war nervös, ich wollte nicht mit leeren Händen rausgehen. Na also. Hast du's? Super. Dann hatte ich es und war gespannt, was drauf war. Gonzales eilt zurück aufs Revier und setzt sich an den Computer. Gonzales ist der Handy-Guru. Unsere Spezialsoftware kann gelöschte Inhalte wiederherstellen. Und bei der Schlagwortsuche wird der Internetsuchverlauf durchforstet, die Textnachrichten, alles geschieht gleichzeitig. Als erstes forschte ich nach 22er-Patrone.
Gonzales wertet die Treffer aus, lehnt sich in seinem Stuhl zurück und denkt sich, sieh an, Scotty, du böser kleiner Bube. Was hast du getan? Nichts Gutes. Sieh mal. Auf dem Monitor erschienen hunderte Suchanfragen. Scott Eastman sucht nach Harrington & Richardson Revolvern auf Auktionsseiten. Er hatte nicht nur allgemein nach Waffen und Munition gesucht, und zwar wochenlang, sondern nach genau der Munition und genau der Waffe, mit der sein Vater getötet wurde. Anschließend gab ich die Buchstaben MOM ein, also Mom, und bekam unendlich viele Treffer. Da waren Aberhunderte von Suchanfragen, die sich um inzestuöse Pornografie und Sex mit der Stiefmutter drehten. Wir glaubten, und die Handyinhalte sprachen dafür, dass Scott in seine Stiefmutter verliebt war. Auf dem Handy waren auch einige ihrer gewagten Fotos. Scott träumt offenbar von Sex mit seiner Stiefmutter. Äußerst befremdlich. Uns allen fiel die Kinnlade runter. Vermutlich hatte er gedacht, dass er nur seinen Dad aus dem Weg räumen und das Geld von der Lebensversicherung einstreichen muss, und schon ist er seinen verkorksten Stiefmutterfantasien einen Schritt näher. Als nächstes überprüfen die Ermittler, wie lange Scott tatsächlich unterwegs war, als er das Familienauto zurückbrachte. Ursprünglich hatte Scott gesagt, er sei bei Anbruch der Nacht bei seinem Freund losgefahren, hätte das Auto abgestellt und sei sofort zurückgegangen. Als wir uns die Geschichte bestätigen lassen wollten, erzählte uns der Vater eines seiner beiden Freunde, dass Scott tatsächlich weg gewesen war. Allerdings 45 Minuten lang. Sicher? Ziemlich. Aus Scotts Mund hatte es sich angehört, als sei er gerade mal 10 Minuten unterwegs gewesen. Sein Freund wohnte ganz in der Nähe der Eastmans, in Fußnähe. Was hat Scott in dieser Dreiviertelstunde gemacht? Etwa den eigenen Vater exekutiert? Während Collie darüber nachdenkt, meldet sich ein Nachbar der Eastmans, dessen Überwachungskamera auf die Straße vor deren Haus gerichtet ist. Es dauerte, bis wir das Video bekamen. Der Mord war nahe dem Bigelow Drive geschehen. Auf dem Video ist zu sehen, dass Scott den Wagen um 20:53 Uhr abstellt. Er steigt aus, geht dann aber nicht nach Westen, also zu seinem Freund, wo er gewesen sein wollte, sondern nach Hause, wo sein Vater erschossen wurde. Er hatte ausdrücklich gesagt, mein Dad sollte mich nicht sehen, sonst hätte er mich nicht mehr fortgelassen. Doch er hat genau das getan, was er seiner Aussage nach nicht getan hatte. Etwas später kehrt er vom Haus kommend zum Wagen zurück, öffnet den Kofferraum und legt höchstwahrscheinlich die Waffe hinein. In diesem Moment ließen wir alle anderen Theorien fallen. Wir wussten, Scott ist unser Täter. Detective Collie bestellt Scott ein weiteres Mal aufs Revier, um ihm ein Geständnis zu entlocken. Scott wusste nicht, dass wir all diese Sachen herausgefunden hatten. Ich bat ihn eindringlich, reinen Tisch zu machen. I like you the best, and I know that you feel the best when you're being honest. It's not forced. You don't have to think about it. Dann ging ich ihn direkt an. Tell me about those searches. Sie zeigen ihm, wonach er selbst gesucht hat. Nach Munition, Revolvern und deren Durchschlagkraft. Ich weiß noch, er sah auf den Ausdruck und wurde plötzlich sehr kleinlaut.
Er sagte... That came from my phone? Your phone, yes. No. Ich sagte, dein Verhalten ist wie aus dem Lehrbuch. Sobald du lügst, sagst du in dich zusammen und deine Stimme wird schwächer. What about these? Is that what you're into? I don't care. Like, I have my own taste in porn too. That's me. Yeah, if that's the thing you're into, that's what you're into. Yes. Er bestritt, nach Waffen und Munition gesucht zu haben, machte aber keinen Hehl aus seinen pornografischen Vorlieben. These are very specific. This isn't that I've downloaded the library computer. This is your computer from your phone. Listen to me for a second. There's been big moments thus far. Yes. Can we agree with that? Yes. This is the biggest moment right now. Yes. I don't want a roundabout answer. I want you to be honest about these searches. These magically didn't appear on your phone, Scott. Collie hakte unablässig nach. Now, this isn't like randomness. It's all from the same phone that I recovered from the kiosk that you dropped your phone off at. Tell me what that means, what the I mean, who did? Who did? I don't know. Er kam in Bedrängnis, weil er sich etwas aus den Fingern saugen musste. So, I get when you might see something like this that you're like, God damn it. Like in your mind, you're like, that's not me. But the simple fact is that it is you. Ich sagte, ich weiß, dass du deinen Vater ermordet hast. Das hier beweist es. Scott schwieg eine ganze Weile. Dann sagte er, ich brauche einen Anwalt. Ihm wurde anfangs gesagt, dass er jederzeit gehen könne. Also geht Scott Eastman und hofft, dass die Vorwürfe gegen ihn wie von selbst verschwinden. Dumm nur, dass am Ende er verschwinden wird, und zwar im Gefängnis. Collie und Gonzales haben genügend Beweise, um Scott den Mord anzulasten. Ein Geständnis hat er nicht abgelegt, daher folgt nun der nächste logische Schritt. Sie besorgen sich einen Haftbefehl und nehmen Scott wegen Mordes an seinem Vater fest. Ich stellte ein Team zusammen und wir näherten uns in voller Montur. Wenn Leute in einem Haus sind, kann schnell etwas schiefgehen. Wir saßen im Wohnzimmer, als jemand gegen die Haustür hämmerte. Ich gehe schon. Meine Mom stand neben mir und ich öffnete die Tür nur einen kleinen Spalt, als Polizisten hereingestürmt kamen. Wo ist Scott? Er stand ruhig auf, meinte, ich bin hier. Sie legten ihm Handschellen an und ich höre sie noch sagen: Scott Eastman, wir verhaften Sie wegen Mordes an Rellis Carl Eastman. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ich dachte, die müssen sich irren. Es kann unmöglich sein, dass Scott unseren eigenen Vater erschossen hat. Wenn es um Mord geht, ist alles möglich. Scott kam anstandslos mit uns mit. Collie sprach mit Kathleen und ich weiß noch, dass er fragte, wussten Sie, dass er in Sie verliebt ist? Ich sagte ihr, er hat seinen Vater ermordet, weil er sich mit ihnen eine Zukunft ausgemalt hat. Ihr Gesichtsausdruck schien zu sagen, wow, so hat er von mir gesprochen. Ich dachte nur, merkwürdige Reaktion. Ich glaube, dass am 25. Juni 2016 Folgendes geschah. Scott stellte das Auto eine Straße weiter ab, schlenderte dann nach Hause und wurde in der Garage von seinem Vater zur Rede gestellt.
by his dad in the garage. Are you high again? Schon wieder high? No. Nein. Don't Lüg mich nicht an. Wenn ich dich mit Drogen erwische, fliegst du raus, kapiert? Vermutlich wandte Rellis sich ab und ging zurück in die Küche. Er sah seinen Sohn nicht als Bedrohung an. Scott wartete ab, und als Rellis in Richtung Küche ging, zog er den Kaliber 22 Revolver. Er drückte ab und eine der Kugeln traf Rellis am Hinterkopf. Dem Überwachungsvideo zufolge rannte Scott aus dem Haus und dann in die Richtung, aus der er gekommen war. Am Auto machte er kurz Halt und ich glaube, dass er dort den Revolver aufklappte. Macht man das allerdings zu schnell, fliegen die Hülsen durch die Gegend. Und tatsächlich wurde später eine in der Ersatzradmulde gefunden. Collie und Gonzales sind überzeugt davon, dass es sich so zugetragen hat. Und als Scott Eastman dann vor Gericht steht, haben die Geschworenen nicht den geringsten Zweifel, dass er seinen Vater umgebracht hat. Der Richter verurteilt ihn daraufhin zu 55 Jahren bis lebenslänglich in einer kalifornischen Strafvollzugsanstalt. Kathleen wurde nie belangt. Es gab keinen Beweis dafür, dass sie in den Mord verwickelt war. Die Versicherungssumme bekamen Rellis Kinder. Nur Scott ging natürlich leer aus. Ich konnte mir diese Gewalt nicht erklären. Dass Scott fähig war, seinen Vater zu töten, hätte ich mir niemals vorstellen können. Dass er uns unseren Vater weggenommen hat, ist wirklich schrecklich. Ich habe keinen Vater mehr, der mich zum Traualtar führt. Ich werde ihm nie seine Enkelkinder zeigen können. Er ist nicht mehr da. Ich habe keinen Vater mehr. Im Laufe der Ermittlungen im Mordfall Rellis Eastman wurde mir klar, dass er ein herzensguter Mensch war. Und ich war stolz, ihm Gerechtigkeit verschaffen zu können. Rellis Eastman schenkt Scott das Leben und 21 Jahre später beendet Scott seines. Furchtbar, aber das ist Mord immer. Im Sommer 1981 lag über dem Lower Mainland von British Columbia eine Art falscher Alltag, die es trügerische Helligkeit in der Vorstadtstraßen geschniegelt aussehen. Kinderfahrräder auf Auffahrten kippen und die Luft nach warmem Staub. Benzin und frisch gemahtem Gras riecht, während sich unter dieser glatten Oberfläche bereits etwas Dunkles ausbreitet. Vancouver und die Städte ringsum wirkten nach außen geordnet, beinahe freundlich. Doch hinter den Haustoren begann ein Geräusch, das sich von Straße zu Straße weitertrug. Erst als Flüstern, dann als Warnung. Schließlich als blanke Angst, wieder war kein nicht nach Haus gekommen. Wieder wartete irgendwo eine Mutter am Fenster. Wieder stand irgendwo ein Vater in Socken auf dem Beton der Einfahrt und starrte in eine Nacht, die von Minute zu Minute kalter wurde und während Familientelefon abhorten. Nachbarn einander mit fahrigen Stimmen dieselben Fragen stellten und Polizeiwagen in den Schein der Veranden rollten, bewegte sich jemand durch diese Welt. Als wäre nur ein weiterer gewöhnlicher Körper zwischen Tankstellen, Landstraßen und Einkaufszentren. Ein Mann mit Auto, Routine und einem Blick, der sich lange genug ruhig halten konnte, keine Alarmglocken auslösen. Clifford Robert Olson Jr., später als einer der berüchtigsten Serienmörder Kanadas bekannt. Bekannte sich 1982 zu 11 Morden an Kindern und Jugendlichen, die er 1980 und 1981 in British Columbia beging. Die Opfer waren zwischen 9 und 18 Jahre alt.
was in diesem Fall bis heute nachwirkt, ist nicht nur die Zahl der Toten, sondern die Art, wie es sich das Grauen damals in den Alltag fraß. Es kam nicht mit Sirenen, es kam mit Vespertungen. Mit einem leeren Platz am Esstisch, mit einer Sporttasche, die gepackt blieb, mit Eltern, die sich einredeten. Ihr kein sei sicher nur bei Freunden hängen geblieben. Bis die Minuten zu Stunden wurden und die Stunden sich in den bodenlose Nacht verwandelten, die jeder Angehörige von Vermissten kennt. Bewe außen zu dem Namen wurde, den Kanada nicht mehr vergessen konnte. War für Behörden bereits ein alter Bekannter, ein Mann mit langer krimineller Vorgeschichte. Zahlreichen Festnahmen und jener schwer greifbaren Fähigkeit, sich immer wieder aus Situationen herauszuwinden, die für andere das Ende bedeutet hatten. Quellen beschreiben IHN als Mehrfachtäter mit jahrzehntelanger Akte. Eine verbreitete Zusammenfassung hält fest, dass bis 1981 dutzendfach, teils über 90 Mal, mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Gerade darin liegt die erste Beklemmung dieses Falles. Das Monster trat nicht aus dem Wald. Es wurde nicht in einem einzigen Schockmoment geboren. Es bewegte sich jahrelang durch Ritzen eines Systems, das IHN kannte, ohne IHN aufzuhalten. Wenn man diesen Fall am Anfang erzählt, muss man sich deshalb nicht zuerst das Gesicht des Tates vorstellen, sondern die Landschaft, in der es sich verbergen konnte. Die Vororte von British Columbia jener Zeit waren Orte, an denen Kinder noch Wege allen gingen, an Buschhaltestellen warteten, auf Radern durch Nebenstraßen glitten und Eltern glaubten, die Welt war nicht harmlos, aber doch überschaubar. Genau dieses Gefühl wurde in wenigen Monaten zerschlagen. Zwischen November 1980 und dem Sommer 1981 verschwanden mehrere Kinder und Jugendliche, manche auf dem Heimweg, manche aus dem öffentlichen Raum heraus, manche so schnell und so wohlständig, dass selbst die letzten Schrittspotter wie ausradiert wirkten. Unter den Opfern waren Christine Weller, Colleen Danielt, Darren Johnsrud, Sandra Wolfsteiner, Ada Court, Simon Partington, Judy Cosma, Raymond King Jr., Sigrun R&D, Terry Lynn Carson und Louise Chatrand. Die Taten konzentrierten sich vor allem auf 1980 und 1981. Olsen wurde im August 1981 festgenommen. Doch ein Aufhänger lebt nicht von der Liste, sondern von dem, was diese Liste in einem Landstrich auslöste. Man muss sich die Kutsche vorstellen, in der jemand mit beiden Händen den Horror umklammert, als konnte das Telefon allein ein Kind zurückbringen. Man muss sich den Geruch von abgestandenem Kaffee und nasser Jacke vorstellen, wenn Angehörige 3 Uhr morgens noch immer wach sind. Man muss sich das Geräusch von Zuständen im Unterholz vorstellen, das Nackendunner Aste, das Rascheln von Regenjacken, das Anhalten des Atems. Sobald irgendwo etwas Helles zwischen Brombeeren liegt, es ist diese Kulisse, in die Olsen hineintrat und in der er sich zugleich versteckte. Die Brutalität des Falles lässt sich nicht nur über das beschreiben, was tat, sondern über die Locker, die er hinterließ. Jeder verschwundene Junge, jedes verschwundene Mädchen riss ein anderes Loch in einer anderen Familie. Doch im Gesamtbild entstand ein Riss durch eine ganze Region. Der Lower Mainland wurde zu einem Raum, in dem Eltern plötzlich die lauter Ticken horten. Kinder wurden früher hereingerufen, Türen wurden doppelt geprüft. Und doch blieb der Tate zunächst ein Schatten, kein Mythos, sondern ein Mann aus Fleisch und Gewohnheit, der sich zwischen Parkplätzen, Highways und Vorstadtstraßen bewegte. Genau darin liegt die filmische Kraft dieses Einstiegs. Das Böse steht nicht als tobendes Unwetter vor der Tür. Es sitzt unter Neonlicht im Auto, beobachtet, wartet. Walt den Moment. Olsen wurde schließlich am 12. August 1981 verhaftet. Zunächst im Zusammenhang mit dem Versuch,
2 Mädchen zu entführen. Kurz darauf verdichtete sich der Verdacht in Richtung der Mordserie. Und noch im selben Monat wurde im Fall Judy Cosma angeklagt. Aber in einem starken ersten Teil muss die Verhaftung noch wirken. Wie ein Lichtpunkt, der in der Dunkelheit noch nicht sichtbar ist. Am Anfang dieses Falls gibt es nur die Atmosphäre eines unsichtbaren Jägers und die quälende Ohnmacht jener, die nicht wissen, ob sie es hoffen oder bereits trauern sollen. Besonders erschütternd ist, dass viele der Opfer so jung waren. Dass ihre Alltagswelten noch aus kleinen, konkreten Dingen bestanden. Der Weg zu Freunden, der Bus. Ein Nachmittag draußen, das Versprechen. Bald zurück zu sein, zwischen solchen unscheinbaren Bewegungen und dem endgültigen Verstummen liegt in diesem Fall oft nur ein kurzer Zeitraum. Und gerade das macht die Geschichte so unerträglich. Es war kein fernes Risiko. Kein abstraktes Verbrechen auf den hinteren Seiten einer Zeitung. Es war das Eindringen der Gewalt in das Normale. Der Asphalt der Straßen, auf denen tagsüber Lieferwagen hielten und Kinderkleider malten. Wurde zur Bühne eines Schreckens, den niemand rechtzeitig benennen konnte. Waren Behörden versuchten, musste zu erkennen. Was der Druck? Denn mit jedem weiteren Verschwinden veränderte sich die öffentliche Wahrnehmung. Aus einzelnen Tragödien wurde eine Serie, aus Ungewissheit wurde Panik. Und aus der Frage, ob diese Fälle zusammengehörten, wurde irgendwann das Grauen, dass sie es sicher wohl zusammengehörten. Olsens Name fiel nicht am Anfang wie ein Donnerschlag. Kroch in die Ermittlungen hinein. Begleitet von jenem entsetzlichen Gefühl, dass man einen Mann vielleicht schon viel früher ernster hatte nehmen müssen. Berichte über den Fall zeichnen das Bild eines Täters, der bereits vor den Morden eine lange Geschichte von Betrug, Diebstahl, Gewalt und Manipulation mit sich trug. Dies wissen wir anders im Rückblick jedes Sinn. Es ist, als sei man einen alten Fleck an der Decke, über den man jahrelang hinweggegangen ist, bis plötzlich der ganze Putz herunterkommt und man begreift, wie lange sich das Wasser schon seinen Weg gebannt hat. Für die Familien der Opfer aber gab es keinen Rückblick, keinen analytischen Abstand. Nur das Hier und Jetzt, die scharfkantige Gegenwart des Vermissens. Ein Kinderzimmer blieb unangetestet, auf einer Kommode standen Fotos, auf denen das Lächeln der Abgebildeten plötzlich wie ein Angriff wirkte. Wäsche wurde zusammengelegt, obwohl niemand wusste, ob der Jenige sie noch einmal tragen würde. Die Nacht wurde zu einem eigenen Zustand, nicht mehr bloß Dunkelheit, sondern ein Raum, in dem jedes vorbeifahrende Auto Hoffnung und Furcht zugleich bedeutete. Genau dort beginnt der Aufhänger dieses Drehbuchs. Nicht im Gericht, nicht im Verhör, sondern im Moment, in dem eine ganze Region spürt, dass etwas aus dem Lot geraten ist und noch nicht begreift, wie tief der Bruch gehen wird. Man kann sich Olsen in dieser Phase nicht als lahmenden Dämon vorstellen. Er wirkte im entscheidenden Augenblick oft kontrolliert genug. Nahe zu ersuchen, unscheinbar genug, nicht sofort als Bedrohung gelassen zu werden. Dieses kontrollierte Auftreten ist in vielen Serienmordfällen der eigentliche Schrecken, weil es die natürliche Warnung unterläuft, die Menschen vor Gefahr schützen soll. Das Grauen kündigt sich nicht mit offenem Wahn an. Es trägt eine Maske des Gewöhnlichen. Und während diese Maske halt, verschieben sich draußen die Suchplakat. Verdichten sich die Zeitungsberichte, werden Polizeimeldungen schärfer, nervöser, dringlicher. Als Olsens Vater mit den Ermittlern kooperierte, wurde dies zu einem der verhasstesten Aspekte des Falls. Einem Deal, bei dem im Gegenzug Versehen Geständnis und die Hinweis auf die noch nicht gefundenen Opfer eine Summe von 10,000 kanadischen Dollar pro Opfer in einen Trust für 10 Frau und 10 Kind floss. Insgesamt 100.
$000, wobei das Auffinden des 11. Opfers in der öffentlichen Wahrnehmung zusätzlich als sinister Tiefpunkt galt. Dieser sogenannte Cash-for-Bodies-Deal löste in Kanada bis heute anhaltende Empörung aus. Für Teil 1 genügt es. Diesen spatteren Schatten schon am Horizont sichtbar zu machen, denn der Fall Clifford Olson ist nicht nur eine Geschichte über Mord, sondern auch über Demütigung, über ein Land, das zu sehen musste, wie ein Täter noch aus seiner Entlarvung Kapital zog. Gerade deshalb trägt dieser Fall eine so kalte, langanhaltende Wut in sich. Nicht nur wegen dessen, was den Kindern angetan wurde, sondern weil selbst ihre Bergung noch von einem Handel überschattet war. Später erhielt Olson lebenslange Haftstrafen. Nachdem er sich im Januar 1982 in 11 Mordanklagepunkten schuldig bekannt hatte, er starb 2011 im Gefängnisgewahrsam in Quebec. Doch auch Jahrzehnte später galt sein Name in Kanada als Synonym für eine Form des Bösen. Die Angehörige immer wieder in die Öffentlichkeit zwang, etwa durch Debatten vorseitige Entlassung oder staatliche Leistungen für Inhaftierte. Und so endet ein starker Aufhänger nicht mit Losung, sondern mit Beklemmung. Ein Mann fährt durch British Columbia und niemand, der IHN an der Ampel sieht, kann erkennen, welche Verwüstung hinter Eichem liegt oder welche noch kommen wird. In Häusern gehen Lampen nicht aus. Eltern legen sich nicht hin, weil hinlegen bedeutet, vor ein paar Minuten aufzuhören zu suchen und aufhören sich anfühlt wie während. Das Sommerlicht, das eben noch weit auf Windschutzscheiben lag. Verliert sein Unschuld. Die Straßen werden nicht lange nur Wege nach Haus, sondern Orte, an denen jemand verschwindet. Und über allem liegt dieses schwer zu benennende Gefühl, das jede große True-Crime-Geschichte im ersten Atemzug braucht. Die Ahnung, dass der eigentliche Schrecken nicht allein in einem Täter liegt, sondern darin, wie lange er sich inmitten einer normalen Welt bewegen konnte. Ohne dass sie IHN aufhielt, genau dort setzen wir an. Nicht bei dem Mann hinter Gittern, nicht bei den Aktenordnern und nicht bei Motel, sondern an der Schwelle zwischen Alltag und Albtraum, an jenem Punkt, an dem die Region noch hofft, die Dinge würden sich erklären lassen, waren sich in Wahrheit bereits etwas viel Schlimmeres zusammensetzt. Der Name Clifford Olson steht später in den Schlagzeilen. Am Anfang aber steht ein stilles Fehlen, ein Platz, der leer bleibt, ein Heimweg, der nicht endet, ein Sommer, der in British Columbia nicht mehr derselbe sein wird. British Columbia trug zu Beginn der 80er Jahre jene schwer fassbare Mischung aus Weite und Nahe in sich, die einen Ort zugleich offen und schutzlos macht, where durch das Lower Mainland für Sakine Finsterbuni, auf der sich das Böse sofort angekündigt hatte, sondern eine Region, die nach Alltag roch. Morgens hing kühler Dunst über den Ausfallstraßen, später stieg die Sonne über gepflegte Vorgarten. Über Schulhöfe mit verblassten Markierungen auf dem Asphalt, über kleine Einkaufszentren, über Tankstellen, an denen Männer in Arbeitskleidung Kaffee aus Pappbecher tranken. Vancouver selbst wirkte wie ein Knotenpunkt aus Hafenluft. Verkehr, Glasflachen und dem ständigen Gefühl, dass die Berge nie ganz aus dem Blick verschwanden. Nicht weit davon lagen Burnaby, Surrey, Coquitlam, New Westminster, Maple Ridge, Langley, Richmond und andere Vorort, die sich aneinander reihten wie Kapitel eines scheinbar geordneten Lebens. Jede dieser Gemeinden hatte ihre eigenen Straßen, ihre Schulen, ihre Bushaltestellen, ihre Parks, ihre Nachbarn, die einander mit Namen kannten oder zumindest mit einem kurzen Nicken grüßten. Nichts an dieser Landschaft schrie nach Gefahr, gerade darin lag ihr trügerischer Schutz. Es war eine Welt, in der Kinder ihre Räder an Saune lehnten,
In der Jugendliche mit ein paar Münzen in der Tasche an Laden standen und sich die Zeit bis zum Abend vertrieben. In der Mutter am Nachmittag Küchenfenster öffneten und der Geruch von Spülmittel. Frisch geschnittenem Brot und Regen in den Garten hing. Das Grauen, das sich hier einnisten wurde, musste sich nicht gegen sichtbare Dunkelheit durchsetzen. Es hatte es viel leichter. Es trat in eine Umgebung ein, da an ihr eigene Normalität glaubte. Der Schauplatz dieses Falls ist deshalb nicht nur eine Provinz im Westen Kanadas, sondern eine ganze Kultur des Vertrauens. Wege wurden allein zurückgelegt. Eltern gingen davon aus, dass ein Kind, das am frühen Abend das Haus verließ, später durch Dieselbeton weiter hereinkommen würde. Teenager streiften durch Einkaufszonen, warteten auf Busse, liefen an Straßenrändern entlang oder nahmen Mitfahrgelegenheiten an, ohne dass jeder dieser Momente wie eine existenzielle Entscheidung wirkte. Das Leben bestand aus kleinen Routinen. Jemand kaufte Milch. Jemand war bei Freunden. Jemand musste vor Einbruch der Dunkelheit zurücksehen. Jemand versprach, bald wieder das sehen. Der Schauplatz wurde also nicht durch verlassene Gemauer oder abgelegene Legenden bedrohlich, sondern durch die einfache Tatsache, dass dies Routine riss bekam. Das Lower Mainland war damals zugleich urban und randständig. Es hatte belebte Straßen, befahrene Kreuzungen und dicht besiedelte Wohngebiete. Aber nur wenige Minuten weiter begann bereits das andere Gesicht der Gegend. Landstraßen, Boschungen, Bachlaufe, Kieswege, brachliegende Flächen hinter Industriegebieten, Waldstöcke, in denen das Licht schon am Nachmittag stumpf wirkte. British Columbia ist schon auf eine Weise, die auf Fotos beruht. Heubaumi, Feuchtigkeit in der Luft, Grünhänge, Flüsse, Saune mit Moos, Himmel, der sich innerhalb weniger Stunden von blankem Blau in bleigrauen Regen verwandeln kann. Doch genau diese Schönheit besitzt eines weiter. Kaltere sieht, zwischen dichtem Buchs und unübersichtlichen Geländestücken lassen sich Dinge verbergen. Wege enden plötzlich, Gerausche werden geschluckt. Ein Ort, der tagsüber harmlos aussieht, kann am Abend eine andere Sprache sprechen. Ein Bachlauf klingt dann nicht mehr freundlich, sondern gleichgültig. Ein Waldstück riecht nicht mehr nach Erde und Sommer, sondern nach Feuchtigkeit, Mode und stillstehender Luft. Das ist die Kulisse, in der Clifford Olsen Jagd auf Kinder und Jugendliche machte. Nicht in einer fremden Wildnis, sondern in den Zwischenräumen des Alltags. Dort, wo Stadt und Randgebiet ineinander flossen. Man kann diesen Schauplatz nur verstehen, wenn man die Bewegung darin versteht. Die Menschen waren unterwegs. Schüler liefen nach Unterrichtssende zu Bushaltestellen. Jugendliche zogen durch Vororte, wobei in kleinen Restaurants, Workstätten, Parkplätzen, billigen Motels und Schnellstraßen. Erwachsene führen zur Arbeit, kämen im Feierabendverkehr nach Haus, matten den Rasen, wuschen Autos, sahen Nachrichten, schlossen abends die Haustür. Währenddessen lag über allem das Geräusch einer Region, die niemals wollig still war, Reifen auf nassem Asphalt. Das ferne Höhlen eines Zuges, Rasenmäher an Wochenenden, Hunde hinter Saunen, das Klappen von Einkaufswagen, das Summen von Neonrohren in Laden, die bis spät geöffnet hatten, Kinderstimmen auf Spielplätzen und darunter etwas anderes, das man erst im Rückblick holt, die Leerstelle in einem System, das so viele Übergang hatte, so viele Orte, an denen jemand kurz aus dem Blick geraten konnte. Genau dies Übergänge machten das Lower Mainland als Stadtlandschaft so gefährlich. Ein Kind musste nicht in eine abgelegene Einöde gelockt werden, um zu verschwinden.
Es reichte ein Stück Straße zwischen Schule und Zuhause, ein Parkplatz hinter einem Geschäft. Eine Fahrt, die harmlos aussah. Eine Begegnung, die sich im Augenblick nicht eindeutig als Bedrohung lesen ließ. Die Worte lebten von Durchlässigkeit, und dieselbe Durchlässigkeit wurde gegen sie verwendet. In der öffentlichen Vorstellung wirken viele Verbrechen, gerade wenn sie später als monströs gelten. Oft so, als mussten sie in einer Bühne aus Schatten stattfinden. Doch der wahre Schauplatz dieses Falls war lichtdurchflutet, von Verkehrslärm begleitet. Mit Reihenhausen, Bürgersteigen und Briefkastenversen. Das ist der Grund, warum dieser Fall so tief sitzt. Er zerstörte nicht die Vorstellung einer gefährlichen Welt. Er zerstörte die Vorstellung einer beherrschbaren Welt. Die Eltern jener Gegend kannten den Regen, die Schulwege, die Nachbarn, die Spielplätze. Sie wussten, wo man Erdbeeren kaufte. Und die Busse fuhren, in welchem Laden es billige Süßigkeiten gab. Der Schauplatz war kein unbekanntes Terrain, er war vertraut. Und gerade diese Vertrautheit wurde zu einer Falle, wenn man tiefer in diese Landschaft hineingeht. Beginne man ihre Widersprüche zu spüren. Vancouver war und ist eine Stadt der Bewegung, der Arbeit, des Kommens und Gehens. Der Hafen, die Brücken, die Lastwagen, die Verrot, die Ausfallstraßen Richtung Fraser Valley, all das erzeugt eine permanente Strömung. Menschen verschwinden darin nicht im wörtlichen Sinne, aber sie werden zu Teilchen eines größeren Verkehrs. Ein Auto fällt nicht auf, weil überall Autos sind. Jemand wartet am Straßenrand, weil überall Menschen warten. Ein Mann halten, weil es im Alltag 100 harmlos Gründe gibt. Irgendwo anzuhalten, Olsen bewegte sich also nicht gegen die Logik des Ortes, sondern er nutzte die Selbstverständlichkeit von Fahrzeugen. Straßen- und Kursenbegegnungen. Diese Region war nicht chaotisch. Doch sie war weit genug, Lachen zu beten. Und normal genug, verdammt zu dampfen. Dazu kam das Klima. In British Columbia kann das Wetter in Kürze Zeit die Stimmung eines ganzen Tages verwandeln. Ein heller Vormittagsschlag, den Nieselregen, auf Windschutzscheiben sammeln sich Tropfen. Aus den Innenbens milchige Schlieren werden. Das Licht sinkt früh hinter Wolken. Die Luft kühlt schnell ab und selbst ein belebter Straßenzug kann plötzlich verlassen wirken. Wer einmal am Rand einer Vorstadtstraße gestanden hat, wenn der Regen nachlässt und nur noch feines Wasser aus den Bäumen tropft, kennt dieses Gefühl. Alles scheint gleichzeitig sichtbar und entrückt. Die Farben werden stampfer, Geräusche wandern weiter. Und in dieser gedampften Atmosphäre wirkt Einsamkeit größer, als ihr tagsüber war. Für Ermittler und Angehörige werden solche Details später zu schmerzhaften Bestandteilen der Erinnerung. Welches Wetter war an diesem Tag? Welche Schuhe trug das Kind? Ob jemand das letzte Mal im Trockenen oder schon im Regen gesehen wurde? Ob das Licht noch hell genug war, ein Kennzeichen zu erkennen. Der Schauplatz lebt in solchen Kleinigkeiten. Er ist nicht bloß Landkarte, sondern Atmosphäre. Er ist die Nasse auf einer Jacke. Wenn Eltern benzuchen. Ist das Flattern eines Suchplakats an einem Laternenmast. Ist die Müdigkeit eines Streifenbeamten, der in der Dämmerung an einer Tür klopft und wieder dieselben Fragen stellt. Zugleich gab es in dieser Region auch eine soziale Topographie, die für den Fall wichtig ist. Nicht alle Kinder und Jugendlichen bewegten sich durch dieselben Räume. Manche kamen aus stabilen Familien. Manche lebten nahe am Rand, suchten Anschluss, waren häufiger allein unterwegs oder hielten sich an Orten auf, die Erwachsene nur am Rande nahmen. Aber der Tate unterschied nicht zwischen Lebensentwürfen mit moralischer Logik. Unterschied nach Gelegenheit, Verwundbarkeit und Zugriff.
Dadurch wurde die Provinz selbst zu einer zersplitterten Bühne. Auf der sehr verschiedene Familien am Ende dieselben Nacht erführen, die Nacht des Wartens. Ein kleineres Haus in einem stillen Viertel, eine Wohnung an einer befahreneren Straße. Eine Familie mit regelmäßigem Abendessen, eine Familie mit Brüchen und Spannungen. All diese Unterschiede verschwanden in dem Moment, in dem jemand nicht heimkam. Das Lower Mainland war groß genug, die Fälle zunächst auseinandergezogen erscheinen zu lassen. Undeng genug, die Angstsparte wie eine Welle weiterzugeben. Die Nachricht von einem verschwundenen Kind blieb nicht in einem einzigen Block, siehe wanderte. Durch Zeitungen, Telefonat, Fernsehnachrichten, Gespräche auf dem Parkplatz. Durch elterne Bänder, überkuchentische Hinweg. Mit jeder Meldung veränderte sich der Raum. Eine Bushaltestelle war nicht lange nur eine Bushaltestelle. Ein leerer Seitenstreifen war nicht lange nur ein leerer Seitenstreifen. Ein Mann im Auto war nicht lange automatisch harmlos. Genau das macht diesen Schauplatz so wichtig. Seht, weil ein Tat nicht nur Menschen verletzt, sondern Wahrnehmung vergiftet. Nach und nach wurde aus der offenen Struktur der Worte etwas Bedrohliches. Das freie Umherstreifen verlor seine Unschuld. Eltern fingen Absprachen enger zu sehen. Rückkehrzeiten wurden strenger, Wege wurden kontrolliert. Gleichzeitig ließ sich das Leben nicht vollständig anhalten. Kinder mussten weiter zur Schule. Jugendliche wollten weiter hinaus. Busse führen weiter. Menschen arbeiteten weiter. Das Bus drängte sich also in eine Gesellschaft, da es sich nicht einfach abstotten konnte. Vielleicht liegt darin die eigentliche Kälte dieses Ortes. British Columbia zeigte sich in jenem Fall nicht als Schauplatz spektakularer Finsternis, sondern als schon nasse, weitlaufige, gewöhnliche Welt, in der sich das Unvorstellbare an den Rändern des Sichtbaren abspielte. Man konnte den Traum fast als Netzwerk begreifen. Straßen, Brücken, Ein- und Ausfallrouten, Kursi-Haltepunkte, Grundstreifen, Hinterbereiche, Boschungen, Wasserlauf, Orte des Vorübergehens. Kein einzelner Ort erklärt das Verbrechen. Erst die Verknüpfung vieler alltäglicher Orte macht verständlich, wie Olsen sich bewegen konnte. Deshalb ist der Schauplatz nicht nur geografisch, sondern auch psychologisch entscheidend. Für IHN war die Landschaft offenbar funktional, für die Opfer war sie ihre Welt. Für die Familien wurde sie im Nachhinein zu einem verwunderten Gelände, in dem jeder Ort eine zweite Bedeutung bekam. Eine Straße konnte zugleich der Weg zur Schule und der letzte bekannte Punkt sein. Ein Stück Wald konnte zugleich nach Kindheit riechen und nach endgültigem Verlust. Ein Parkplatz konnte zugleich banal und verflucht wirken. In solchen Fällen verändert sich die Topographie der Erinnerung. Orte bekommen Narben. Selbst Jahre später kann ein Himmel, ein bestimmter Regen, der Geruch von nasser Erde, das Drohnen eines Lastwagens auf einer Fernstraße etwas auslösen, das nicht vergeht. Der zweite Teil dieser Geschichte muss deshalb nicht mit dem Tat beginnen, sondern mit der Oberfläche seiner Bühne. Mit der Provinz, die freundlich aussah. Mit den Häusern, in denen das Abendlicht auf Wohnzimmerteppiche fiel. Mit den Straßen, auf denen Kinder ihre Namen in Staub auf Heckscheiben malten. Mit den Bäumen, deren Schatten lange wurden. Waren der Gendur bereits ein Zugtrupp losfuhr, mit jenem westkanadischen Licht, das selbst kurz vor Regen noch weit über Autos gleiten kann. Und mit dem Wissen, dass genau in dieser Schönheit die größte Täuschung lag. Das Lower Mainland wirkte wie ein Ort, an dem man leben, arbeiten, Alter werden und Kinder großziehen konnte, und bei jedem Schritt über die Schulter zu sehen. Olsen nahm diese Landschaft nicht ihre Form, aber nahm ihr vor viele Menschen ihr Gesicht.
Danach waren Dieselbahnstraße noch da, Dieselbahnwalde, Dieselbahnwohnblock, Dieselbahnbrücken, Dieselbahntankstellen. Doch sie standen unter einem anderen Blick. Ein Blick, der in jeder Lücke etwas sah. Das vorher nicht da gewesen war, so wird der Schauplatz dieses Falls so mehr als eine Kulisse. Wird zu einem stillen Mittrager des Schreckens. Nicht, weil die Landschaft schuldig war, sondern weil sie seid. Wie wenig Abstand manchmal zwischen koordiniertem Alltag und wohlständigem Verlust liegt, British Columbia war in dieser Geschichte schon belebt, weit und vertraut. Und genau deshalb war es der perfekte Ort für einen Albtraum, der nicht aus einer fremden Dunkelheit kam, sondern aus dem Inneren des Gewohnlichen, in den Tagen, in denen noch niemand das ganze Muster erkennen konnte, sah diese Region von außen weiterhin nach Düsseldorf-Provinz aus. Kinder zeichneten mit Schuhspitzenkreise in den Kies. Busfahrer öffneten mit einem müden Zischen die Türen. Irgendwo schepperte eine Mülltonne, irgendwo bellte ein Hund hinter einem Holzzaun. Aber unter dieser Oberfläche begann etwas zu arbeiten wie kaltes Wasser in einem Fundament. Es ist nur Feuchtigkeit da. Dann ein Harris, dann bricht ein ganzes Stockwand. So muss man diesen Schauplatz lesen, als scheinbar stabiles Gebäude, in dessen Struktur sich bereits eine Gefahr ausbreitete, lang bevor die Öffentlichkeit ihren Namen kannte. Bevor Ausnahmenakten zeichnen wurden, bevor Fotos in Zeitungen gedruckt und an Masten geheftet wurden. Bevor Ermittler Karten ausbreiteten und Familien lernten, wie sich eine endlose Nacht anfühlt. Waren die Opfer dieses Falls einfach Kinder und Jugendliche mit einem eigenen Takt, einem eigenen Lachen. Mietgewohnheiten, kleinen Marotten, Planen für den Nachmittag und eine Zukunft, die so selbstverständlich für ihnen lag, dass niemand auf die Idee gekommen war, sie in der Vergangenheitsform zu denken. Genau dort muss ihre Geschichte beginnen, nicht bei dem Mann, der sie sich nahm, sondern bei dem Leben, das ihnen gehörte. Das Entscheidende an diesen 11 Opfern ist nicht nur, wie jung sie waren, sondern wie verschieden und zugleich wie ähnlich ihre Welten wirkten. Sie bewegten sich durch British Columbia, als gehöre ihnen die Luft dieses Sommers. Die feuchten Bürgersteige nach einem Regenschauer, die Bushaltestellen. Die Schulwege, die kleinen Läden. Die Wiesen, die Parkplätze. Die Häuser, in denen Jacken über Stuhllehnen hingen und Mutter am Abend fragten. Wann sie zurücksehen wurden, sie trugen keine dramatischen Biografien vor sich her, sondern die alltägliche Zerbrechlichkeit von Kindheit und Jugend. Eine wollte nur noch kurz hinaus. Eine andere hatte wohl später wieder da zu sehen. Eine war auf dem Weg von einem Ort zum nächsten. Eine andere stand am Übergang zwischen Kindsein und Erwachsenwerden. In jenem Städtenalter, in dem man große wirken will. Als man sich innerlich fühlt, gerade diese Alltäglichkeit gibt ihrer Geschichte ihre Schwere. Nichts an ihren Leben war dazu bestimmt, als Teil einer Mordserie erinnert zu werden. Sie gehörten zu Familien, zu Klassen, zu Freundeskreisen, zu vertrauten Wegen. Sie hatten Gesichter, die nicht für Fahndungsplakat gemacht waren, sondern für Familienalben. Sie hatten Stimmen, die nicht in Zügen aussagen weiterleben sollten, sondern am Esstisch. Auf Schulfotos, auf den Treppen vor dem Haus. In den kleinen Streitereien und schnellen Versöhnungen des Alltags, wenn man sich ihnen nähert, muss man sich die Zeit vorstellen, in der sie noch nicht vermisst wurden. Das ist die grausamste Schwelle in jedem solchen Fall. In einem Moment ist ein Kind einfach da. Es lässt eine Tür offen stehen, wirft einen Rucksack in eine Ecke, nimmt ein Fahrrad, fragt nach Geld. Verdreht die Augen, lacht. Zieht eine Jacke an, läuft hinaus. Die Welt reagiert darauf nicht mit Alarm. Sie bleibt ruhig.
weil all diese Dinge uns alle Male so passiert sind. Auch in den Familien der Olsen-Opfer muss es solche Momente gegeben haben. Routine, klein Ungeduld. Die Erwartung, dass der Tag weitergeht. Vielleicht stand irgendwo eine Tasse noch halb voll auf dem Tisch. Vielleicht lag auf einem Bettkleidung, die später wieder angezogen werden sollte. Vielleicht wartete jemand mit dem Abendessen noch ein paar Minuten länger. Weil Jugendliche oft später kommen, weil Kinder manchmal Zeit vergessen. Weil das Leben eben nicht nach einem strengen Takt läuft. Die Geschichte des Opfers beginnt deshalb nicht mit dem Verlust, sondern mit der Selbstverständlichkeit. Noch dazu sehen? Und die Selbstverständlichkeit war bei jedem der 11 Opfer anders gefärbt. Einige waren noch so jung, dass ihre Welt aus engen Kreisen bestand. Family, Schule, Nachbarschaft. Vielleicht ein paar bekannte Wege, vielleicht ein Lieblingsort, an dem sie sich sicher fühlten, ohne das Wort Sicherheit überhaupt zu kennen. Andere standen bereits an der Grenze zur Jugend, tasten sich hinaus in ein Leben, das große, unübersichtliche, verlockende Würde. In diesem Alter tragen Kinder bereits einen Rest von Unschuld in sich und gleichzeitig die erste Sehnsucht, allein unterwegs zu sein, selbst zu entscheiden, nicht mehr bei jedem Schritt beaufsichtigt zu werden. Genau diese Zwischenphase ist verletzlich. Sie erzeugt Bilder, die sich in den voll einbrennen. Ein schmaler Körper an einer Bushaltestelle, ein Gesicht, das noch kindlich wirkt und das schon ernst schauen kann, ein paar Turnschuhe am Bordstein. Eine Hand, die lässig die Tasche tragt. Obwohl in Wahrheit noch alles ungeschützt ist, man darf bei Clifford Olsen nicht den Fehler machen, die Opfer nur als Rehe zu sehen. Die Serie selbst verführt dazu, Unterschiede wegzuschieben. 11 Namen, 11 Fälle, 11 Lebenswege. Die zu einem musste verbunden werden. Doch für jede Familie war der eigene Verlust kein Teil einer Serie, sondern der Mittelpunkt des Universums. Für eine Mutter war nicht ein Opfer verschwunden, sondern erkannt. Für Geschwister war nicht eine Saal gestiegen, sondern Gemmen fällte, der am Morgen noch der gewesen war. Jedis dieser Leben hat seine eigene Temperatur, seinen eigenen Klang. Es gab sicher Kinder darunter, die schneller redeten, als sie dachten, und an der, die stille waren und mehr in sich trugen. Es gab Jugendliche, die schon wie Erwachsene wirken wollten, und solche, die noch an vertrauten Dingen hingen, an Lieblingskleidung, an festen Tagesrhythmen, an simplen Bedürfnissen wie Nahe, Anerkennung, Zugehörigkeit. Vielleicht wollte einer später etwas Handwerkliches machen. Vielleicht mochte einer andere Musik, die damals aus Radios drang, mochte bestimmte Farben, bestimmte Schuhe, einen bestimmten Weg, der ein wenig länger dauerte, aber schöner war. Solche Dinge verschwinden zuerst aus den öffentlichen Erzählungen. Dabei sind sie das Eigentliche. Ein Opfer ist nicht der Moment des Verschwindens. Ein Opfer ist die Summe aus Gewohnheiten, Hoffnungen und den winzigen Spuren, die ein Mensch in seinem Umfeld hinterlässt. Gerade junge Menschen hinterlassen diese Spuren überall, in Kritzeleien auf Schulheften, in Schuhen, die achtlos im Flur liegen, in einem halb aufgegessenen Snack, in der Rat, wie sie eine Tür schließen, in einem Fahrrad, das später unberührt bleibt, in einem Bett, das gemacht oder ungemacht ist, in Eltern, die noch Tage später automatisch in diese Richtung schauen, als konnten sie das Fehlen überlisten. Die Geschichte des Opfers in diesem Fall ist deshalb auch die Geschichte von Kindern und Jugendlichen, die noch mitten in der Bewegung des Werdens waren. Sie waren nicht fertig, nichts in ihrem Leben war abgeschlossen.
Und genau darum wirkt jeder Fall wie ein abgerissener Satz. Besonders schwer wiegt bei Olsen die Spannbreites Alter. Zwischen 9 und 18 Jahren liegt eine ganze Welt. Ein jüngjähriges Kind trägt seine Zukunft noch wie eine helle Tasche vor sich her. Alles ist in Vorbereitung. Das Gesicht hat noch Rundungen. Der Blick springt schneller. Das Vertrauen ist unmittelbarer. Ein 18-Jähriger steht schon mit einem Fuß in der Erwachsenenwelt. Aber auch dort ist noch so viel Ungesicherheit. So viel offen. So viel Sehnsucht nach Richtung und Anerkennung. Wenn ein Täter diese Altersspanne angreift, greift er nicht nur einzelne Menschen an, sondern verschiedene Formen von Unschuld. Die kindlich, die Jugendliche, die Brüchige, die trotzig Selbstbewusste, die einsam. Die Hoffnungsvolle, in den Gesichtern der Opfer muss all das gelegen haben. Die kleineren mit einem Alltag, der starke von Eltern bestimmt war. Die älteren vielleicht schon mit Momenten des Widerstands, mit dem Wunsch, sich vom Elternhaus zu lösen, mit ersten Geheimnissen, mit langeren Wegen allein, mit dem Bedürfnis, ernst genommen zu werden. Und irgendwo dazwischen Jenny's Dumme. Gefährliche Lock, in der ein Fremder eine Rolle spielen kann, ohne sofort als tödliche Gefahr erkannt zu werden. Vielleicht ist das der wichtigste Punkt im dritten Teil. Diese Kinder und Jugendlichen waren keine abstrahierten Symbole von Unschuld. Sie waren reale Menschen in realen Übergängen. Und jeder Übergang ist weich, verletzlich. Offen, man kann sich vorstellen. Wie manche von ihnen an einem verregneten Nachmittag die Schultern hochzogen, weil die Jackie so dann war. Wie andere mit einer Selbstverständlichkeit durch Straßen gingen, weil sie denselben Weg schon aufgegangen waren. Wie irgendwo Eltern glaubten, genug Warnungen ausgesprochen zu haben. So wie Eltern eben Warnungen aussprechen, immer ein wenig zwischen echter Sorge und dem Wissen, dass Kinder ihre Welt selbst betreten müssen. In genau dieser Spannung spielt sich die Geschichte der Opfer ab. Sie ist nicht sentimental, weil sie jung waren. Sie ist verheerend, weil ihr Alltag so nah an unserem Begriff von Normalität liegt. Auch die Familien gehören untrennbar zu dieser Geschichte. Ein Kind existiert nie allein. Es ist eingebettet in Blick, in Sorgen, in Erinnerungen anderer. Es gibt in jeder Familie bestimmte Rollen. Vielleicht war eines der Opfer das laute Kind, das schneller sprach, als die anderen antworten konnten. Vielleicht war einen deres vorsichtiger, zurückhaltender, eher auf der Suche nach Zustimmung. Vielleicht war jemand zuverlässig und pünktlich, so dass das Ausbleiben sofort wie ein Alarm wirkte. Vielleicht gab es aber auch Jugendliche, bei denen eine verspätete Rückkehr zunächst noch nicht alles in Brand setzt. Weil Jugendliches Fortbleiben in vielen Familien zum Alltag gehört, genau hier öffnet sich eine grausame zeitliche Verzögerung. Die ersten Minuten nach einem Verschwinden sind äußerlich oft gewöhnlich. Dann wird ein Blick sehr lange. Dann wird der zweite Anruf gemacht. Dann beginnt die Mutter, anders aus dem Fenster zu schauen. Dann fährt der Vater vielleicht doch noch eine Strecke ab, die vorher nur im Kopf durchging. Die Geschichte der Opfer umfasst also auch die Art, wie sie vermisst wurden. Nicht im Sinne der Ermittlungsdetails, sondern im Sinne des menschlichen Zusammenhangs. Wer fällt? War vorher eingebunden? Wer nicht zurückgehört? Reißt eine Bewegung auf, die andere sofort spüren. Je jünger ein Kind, desto unmittelbarer wird das Fehlen körperlich. Das Zimmer bleibt zu still, der Flur bleibt leer. Das Haus klingt falsch. Bei Jugendlichen ist die Sache komplizierter, weil ihre Abwesenheit zunächst mit Eigenständigkeit verwechselt werden kann. Gerade deshalb tragen viele dieser Fälle eine zusätzliche Grausamkeit in sich. Das Leben der Opfer lief noch, während irgendwo bereits Gewalt im Raum stand.
Und ihre Familien brauchten einen Moment, zu begreifen, dass sie nicht mit normaler Vespatung, sondern mit einem Abgrund konfrontiert waren. Wenn man Teil 3 als Drehbuch schreibt, muss man in dieser Lesenwohl bleiben. In den Minuten, in denen noch nichts offiziell ist und doch schon alles gibt. Denn dort lebt die Geschichte des Opfers am stärksten, nicht nur in der Erinnerung an das Kind selbst, sondern in der Reaktion derer, die dieses kein Leben. Ein Teller bleibt stehen, ein Licht wird angelassen. Ein Name wird oft gerufen, erst normal. Dann drein Gender, dann mit einer Schafe. Die man nie wieder vergisst, und so werden aus gewöhnlichen Leben im Nachhinein fast unerträglich kostbare Leben. Jeder kleine Charakterzug gewinnt Gewicht, jede Eigenheit. Die Eltern einmal vielleicht für selbstverständlich hielten, wird später so etwas, dass sie mit den Händen festhalten wollen. Wie jemand über 2 Stufen statt einer sprang. Wie jemand das Brot nur ohne Rinde aß. Wie jemand morgens mürrisch war und nachmittags weich wurde. Wie jemand beim Reden den Kopf schief legt. Wie jemand unbedingt alter wirken wollte und es doch noch nicht war. Solche Details sind die wahre Substanz der Opfergeschichte, selbst wenn nicht jedes einzelne überliefert ist. Denn sie machen sichtbar, was Serienmorde in der Öffentlichkeit oft würdigt. Das nicht nur Körper verschwinden, sondern ganze Gefühle aus Beziehung. Gewohnheit und Zukunft, wie Clifford Olson ist das besonders schwer zu ertragen. Weil die Opfergruppe wie ein Querschnitt verletzlicher Jugend wirkt, Jungen und Mädchen. Kinder und Heranwachsende, unterschiedliche Ausgangspunkte. Aber dieselbe brutale Auslöschung, und doch wäre es falsch. Sie nur über diese Auslöschung zu definieren, Teil 3 muss sich deshalb der Rückeroberung widmen. Für einen Moment bekommen sie ihre Menschlichkeit zurück, nicht als sentimentale Kulisse, sondern als Zentrum. Diese Kinder und Jugendlichen hatten nicht bloß Geburtsdaten und spätere Todesdaten. Sie hatten Tage, die sich zogen, die so schnell vergingen, Kleinsorgen, große Wünsche, Langeweile, Vorfreude, Scham, Trotz, Verletzlichkeit, vielleicht hatte einer Angst. Ausgeschlossen zu werden, vielleicht wollte einer an der nur irgendwo dazugehören. Vielleicht dachte jemand an das kommende Wochenende, an ein Treffen. An ein banales Ziel, das heute unvorstellbar kostbar wirkt. Gerade weil es so klein war, niemand von ihnen trat in seinen letzten Tag mit dem Wissen, dass der letzte sein würde, und niemand in ihren Familien sah sie mit dem Wissen an. Das ist der Blick war, an den man sich für den Rest des Lebens klammern würde. Genau das macht ihre Geschichte unerträglich und zugleich notwendig. Sie erinnert daran, dass ein True Crime Fall nicht aus Tathandlungen allein besteht, sondern aus gestohlenen Lebenslaufen. Wenn man sich die Opfer von Olson vergegenwärtigt, sollte man nicht zuerst an Waldstocke, Aktenordner oder Gerichtsprotokolle denken, sondern an Bewegung, Warme und Zukunft, an Schuhe im Flur, an regelmäßige Haare, an das dumpfe Schlagen einer Haustür, an Schulhefte, an Jugendzimmer, an Eltern, die glaubten, noch Jahre Zeit zu haben, an Geschwister, die sich vielleicht stritten, ohne zu ahnen, dass selbst diese Streitsparte vermisst werden würde, an Kinder, die groß werden wollten, und an Erwachsene, die nie die Chance bekommen, sie dabei zu begleiten. So beginnt ihre Geschichte wirklich, nicht im Moment, in dem die Welt auf sie aufmerksam wurde, sondern lange davor. In der stillen Würde eines gewöhnlichen Lebens. Und genau darin liegt die eigentliche Verwüstung dieses Falls. Clifford Olson nahm keine abstrakten Opfer. Er nahm Kinder und Jugendliche, die mitten im Leben waren, mitten im Werden.
Mitten in jenem ungeschützten Raum zwischen Zuhause und Welt. Teil 3 musste deshalb bei einer Handbewegung gegen das Vergessen arbeiten. Muss dies 11 jungen Leben noch einmal als das Segen, was sie zuerst waren. Nicht Schlagzeilen, nicht Fallnummern. Nicht besten Teile einer schrecklichen Serie, sondern geliebte Menschen. Deren Zukunft in Häusern, an Esstischen, auf Schulwegen und in Familienherzen bereits einen festen Platz hatte, lange bevor ein Täter sie aus der Welt riss. Der Vorfall beginnt nicht in dem Moment, in dem die Öffentlichkeit seinen Namen kennt, sondern in einer Reihe scheinbar gewöhnlicher Nachmittage und Abende, in denen Kinder und Jugendliche aus dem Sichtfeld ihrer Familien glitten. Jedes Mal nur ein kleines Stück, nur für eine kurze Weile. Nur für den einen Weg, der harmlos genug wirkte. Nicht sofort Angst auslösen. Genau darin liegt die besondere Grausamkeit dieses werten Teils. Nichts an diesen Momenten trug an der Oberfläche das Gesicht einer Katastrophe. Es gab keinen plötzlich werdenden kalten Himmel. Kein theatralisches Vorzeichen, keine offenkundige Warnung, die den Alltag in letzter Sekunde gestoppt hatte. Stattdessen begann alles in der vertrauten Bewegung des Lebens. Eine Tür geht auf, jemand ruft nach. Dass es nicht zu spät werden soll, ein Kind verspricht. Bald wieder das sehen, ein Jugendlicher zieht die Schultern hoch. Halb genervt, halb schon anderswo mit den Gedanken. Draußen riecht es nach feuchtem Asphalt, nach Sommergras, nach Motorwärme, die über einem Parkplatz steht. Busse halten sich an den Bordsteinen, Fahrräder klappern über Unebenheiten. Über einer Wohnstadtsiedlung hängt jenes unschuldige Licht, das es so schwer macht. Gefahr zu glauben, der Vorfall ist deshalb kein einzelner Schlag, sondern das allmähliche Öffnen einer Falle, die sich in der Normalität tarnt. Clifford Olsen musste keine Welt erschaffen, in der Kinder und Jugendliche sich ungeschützt bewegen konnten. Diese Welt existierte bereits, musste nur darin erscheinen. Man kann sich vorstellen, wie Orte auswählte, an denen Übergänge entstanden, kurze Stücke zwischen Zuhause und Ziel. Zwischen Bushaltestelle und Straße, zwischen Einkaufszentrum und Wohngebiet. Zwischen dem letzten bekannten Blick und der Leerstelle danach, solche Orte sind tückisch, weil sie nicht nach Einsamkeit aussehen und doch genau genug Unbeobachtetheit bieten, jemandem zu nahe zu kommen. Ein Straßenrand, an dem Autos ohnehin halten. Ein Parkplatz, auf dem niemand jede Bewegung registriert. Eine Nebenstraße, in der Hauses war nicht fern. Aber ihre Bewohner gerade mit ihrem eigenen Abend beschäftigt sind. Olsen bewegt sich in diesen Zwischenräumen wie jemand, der die Sprache des Alltags verstanden hatte, nicht laut, nicht hektisch, nicht so, dass das Umfeld automatisch zurückschreckte, sondern angepasst genug. Zunächst nicht aufzufallen, gerade das macht den Vorfall in diesem Fall so schwer zu erzählen. Ist nicht spektakulär im äußeren Sinn, ist leise. Und weil leise ist, wirkt bis heute so kalt. Der Tat kommt nicht wie eine Naturkatastrophe. Erscheint als Möglichkeit. Als Fahrzeug am Rand des Sichtbaren, als erwachsener Mann, der einen Vorwand haben kann, als Stimme, die normal gerne klingt, keine sofortige Flucht auszulösen. Als Angebot, als Frage, als Moment, der in den Augen eines Kindes oder Jugendlichen nicht sofort als letzter Moment gelesen wird. In dieser Form des Zugriffs liegt das eigentliche Grauen. Gewalt beginnt hier nicht zuerst mit offenem Angriff, sondern mit einer Verserung von Vertrauen. Ein Kind muss nicht einmal wirklich vertrauen. Es reicht oft schon, nicht unmittelbar panisch zu werden. Es reicht ein Sorgen, eine Unsicherheit. Ein kurzer Moment, in dem das soziale Muster stärker ist als das Warnsignal im Körper.
Viele Erwachsene leben davon, dass Kinder sie zunächst als Erwachsene lesen und nicht als unmittelbare Feinde. Olsen machte sich genau diese Schwelle zunutze, wenn man den Vorfall in einen erzählerischen Fokus bringt. Muss man die Zeit verlangsamen, ein Nachmittag endet. Die Schatten werden länger, vielleicht schiebt Wind Papierschnipsel über einen Parkplatz. Vielleicht läuft irgendwo ein Radio aus einem geöffneten Fenster, vielleicht fährt ein Bus ab. Und mit ihm verschwindet ein Geräusch, das eben noch Sicherheit bedeutet. Dann ist da plötzlich nur noch der schmale Raum zwischen Entscheidung und Unwiederbringlichkeit, wo einsteht. Wo stehen bleibt, wo sich ansprechen lässt. Wo nur einen Augenblick so lang glaubt, dass sie noch der gewöhnliche Ablauf eines Tages ist bereits in einer anderen Realität angekommen, auch wenn nach außen noch alles gleich aussieht. Die grausame Dynamik dieses Falls liegt darin, dass die Vorfälle sich nicht wie eine einzige große Explosion anfühlen mussten, sondern wie wiederholte kurze Risse im Gewebe einer Region. Ein Kind verschwindet. Dann ein weiteres, dann wieder jammend. Für die Familien Joels einwältende, für die Öffentlichkeit anfangs noch einzelne Nachrichten. Die erst allmählich die Form einer Serie annehmen. Aber für den Täter war jeder dieser Vorfälle ein bewusst gesetzter Akt. Ein Zugriff, ein Herauslosen eines Menschen aus dem Strom des Gewöhnlichen. Das ist die Szene, die in Thiel wie spürbar werden muss. Nicht die spätere Einordnung, sondern die Kalte des Augenblicks. In dem ein ganz normales Leben auffort, sich normal weiter zu bewegen. Vielleicht hatte eines der Opfer an diesem Tag nur Kleingeld bei sich. Vielleicht dachte jemand an eine Verabredung oder an etwas völlig Banales. An ein Abendessen, an die Rückkehr nach Haus. An das eigene Bett. Nichts in den Köpfen junger Menschen ist kurz vor einem solchen Zugriff auf Dramatik eingestellt. Das Leben denkt sich selbst nach vorn. Gerade darum muss der Vorfall nicht als laute Szene erzählt werden, sondern als Verstummen, als Punkt, an dem die Geräusche der Welt weitergehen, während für eine einzelne Person alles in einen dunklen, nicht mehr kontrollierbaren Raum gibt. Olsen hinterließ später das Bild eines Täters, das sein Opfer durch Manipulation, Gelegenheit und körperliche Überlegenheit unter seine Kontrolle brachte. Das Entscheidende ist aber, dass dieser Übergang für die Außenwelt fast unsichtbar blieb. Niemand sieht in der Realität die Musik anschwellen, niemand erkennt automatisch, wann genau aus einem harmlosen Straßenbild ein Verbrechen wird. Vielleicht sah irgendein Zeuge nur ein Auto. Vielleicht nur eine Bewegung am Rand einer Straße. Vielleicht gar nichts. Weil das menschliche Auge im Alltag nur das wahrnimmt, was sich offen vom Normalen abhebt. Der Vorfall spielt sich gerade im Schutz dieser Blindheit ab. Man muss sich die Familien parallel dazu vorstellen. Während draußen bereits etwas endgültig schiefläuft, bleibt drinnen noch für eine gewisse Zeit alles im Rahmen des Bekannten. In einer Kutsche wird wie leicht Gemüse geschnitten. Ein Fernseher läuft. Jemand kommt von der Arbeit heim und fragt, ob das Kind schon da ist. Die Antwort lautet vielleicht noch nein, aber in einem Ton, der keine Panik kennt. Es gibt in jedem vermissten Fall diesen kostbaren, bitteren Zeitraum, in dem das Unglück bereits eingetreten ist, ohne dass die Familie es weiß. Der Vorfall besitzt also zwei Seiten. Draußen die unmittelbare Tat, drinnen die noch ahnungslose Kontinuität. Genau diese Überlagerung macht Aichen so unerträglich. Es gibt einen Moment, in dem Eltern noch nicht wissen, dass sie bereits in die schlimmste Nacht ihres Lebens eingetreten sind. Vielleicht schauen sie erst beiläufig auf die Uhr, dann ein zweites Mal. Dann ein drittes Mal etwas länger. Vielleicht wird eine Freundin angerufen, eine Nachbarin gefragt, ein Bruder losgeschickt.
noch einmal nachzusehen. Die Spannung steigt nicht mit einem Schlag, sondern sieht sich an wie in Draft und draußen. Irgendwo zwischen Straßenrand, Fahrzeug, Bewegung und Gewalt hat sich das Leben ihres Kindes längst von der vertrauten Welt gelöst. Bei Olsen bestand der Vorfall nicht nur im physischen Zugriff, sondern im absoluten Bruch. Denn dieser Zugriff herstellte ein Kind, das eben noch Teil eines öffentlichen Raums war, wurde in einen privaten Albtraum gezwungen. Eine junge Person, die eben noch durch vertraute Straßen ging, befand sich plötzlich in der Macht eines Mannes, dessen ganzes Inneres auf Ausnutzung gerichtet war. Man muss dabei vorsichtiger sein, denn der Respekt vor den Opfern verlangt, dass nicht das Sensationelle, sondern das Menschliche im Zentrum bleibt. Es genügt, die Dynamik spürbar zu machen. Die Enge, die plötzliche Aussichtslosigkeit, das Verschwinden der Wahlmöglichkeiten. Der Täter hatte Erfahrung darin, andere zu beherrschen, einzuschätzen, zu tauschen. Für die Opfer muss dieser Umschlag wie ein Sturz gewesen sein. Von einem normalen Tag in einer Realität, in der nichts mehr auf die Regeln des Alltags antwortete. Und währenddessen blieb die Welt draußen erschreckend normal. Autos fuhren weiter. Menschen kauften ein. Irgendwo begann es zu regnen. Irgendwo wurde gelacht. Gerade die ungerührte Fortsetzung des Lebens gehört zur Grausamkeit des Vorfalls. Die Welt hält nicht an, wenn ein einzelnes Leben zerbricht. In British Columbia jene Monate muss es unzählige Abende gegeben haben, an denen der Himmel sich langsam werden kälter. Die Luftkühler wurde und in einem Haus nach dem anderen die Sorge ihren ersten klaren Umriss bekam, so es noch als Ungeduld, dann als Verunsicherung, dann als echtes Entsetzen. Ein Kind, das sonst pünktlich war, blieb weg, eine Jugendliche. Die längst hatte zurückziehen sollen, tauchte nicht auf. Die Straße vor dem Haus blieb leer, kein vertrauter Schritt auf der Treppe. Kein Öffnen der Tür, kein schnelles Entschuldigen. Kein beilaufiges Lächeln, kein Genervt, ich bin doch jetzt da. Nur eine Leere, die sich mit jeder Minute verdichtet. Tilvier muss deshalb doppelt erzählt werden, auch wenn als Fleißtext läuft. Zeigt das unsichtbare Zuschlagen des Täters und zugleich das langsam erwachende Grauen der Angehörigen. Irgendwann kippt die Stimmung in den Häusern ganz. Auswarten wird suchen, aus Anrufen werden bitten. Aus Hoffnung wird ein erstes kaltes Gefühl im Bauch, das niemand laut aussprechen will. Vielleicht sieht ein Vater sich wieder zuhören, obwohl eben erst nach Hause gekommen ist. Vielleicht läuft eine Mutter die wenigen Schritte bis zum Gehweg, schaut in beide Richtungen und weiß schon an der Stille der Straße, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht beginnt ein Geschwisterkind unruhig zu werden, weil die Erwachsenen plötzlich anders schauen, scharfer reden, schneller atmen und all das geschieht. Während Olsen bereits weitergesogen sein kann, zurück in die Maske des Normalen. Heinin in ein System aus Straßen und Haltpunkten, das Eichen zunächst noch schützt. Genau diese Kälte ist Teil des Vorfalls. Hat kein natürliches Echo. Kein Gewitter bricht los, kein moralisches Zeichen erscheint am Himmel. Die Welt lässt es geschehen, weil Verbrechen selten mit dramaturgischer Gerechtigkeit angekündigt werden. Sie reißen ein Loch auf und der Rest der Wirklichkeit geht zunächst weiter. Für die Familien beginnt nun die erste Phase des Schreckens, die noch nicht Trauer ist, sondern jagende Hoffnung. Man sucht in der Nähe, weil die Nähe erträglicher ist als der Gedanke an das Ferne. Man denkt an harmlose Erklärungen, weil der Kopf sich nicht sofort in den Abgrund stürzt. Wie leicht ist der Bus verpasst worden? Wie leicht ist jemand umgezogen worden zu Freunden? Wie leicht hat es ein Missverständnis gegeben?
Jeder dieser Gedanken ist ein dünnes Brett über dunklem Wasser, doch je länger die Zeit vergeht, desto stärker dringt etwas anderes durch. Das Kind ist nicht einfach verspottet. Es ist fort. Und mit dieser Erkenntnis verschiebt sich der Vorfall noch einmal. Er ist nicht mehr nur der Augenblick der Tat, sondern der Beginn eines Zustands. Denn alle Beteiligten nie wieder ganz verlassen werden. Ein Verschwinden ist nicht bloß das Ende eines Weges. Es ist der Anfang einer zermürbenden, unnatürlichen Zeit, in der jede Minute gegen die Hoffnung arbeitet, für die Ermittler wird später Wiels rekonstruiert werden. Letzte Sichtungen, Orte, Fahrsuche, Zeitfenster. Muster. Doch der eigentliche Vorfall bleibt aus Sicht der Opfer etwas Unumkehrbares, das nicht in allen Einzelheiten zurückgeholt werden kann. Was bleibt, ist das Echo in den Familien und in der Region, die Erkenntnis, dass ein Mann Kinder und Jugendliche aus der Mitte des Alltags herausnehmen konnte wie Gegenstände aus einem offenen Raum. Das ist die Wunder dieses Tales. Nicht nur, dass er totet, sondern dass er die Selbstverständlichkeit eines Nachhausekommens zerstörte. Nach einem solchen Fall ist kein Vespertäterabend mehr bloß ein Vespertäterabend. Kein wattendes Licht im Fenster ist mehr nur ein Licht. Kein unbekanntes Auto in Straßennähe bleibt völlig neutral. Olsen griff also nicht nur einzelne Menschen an. Mit jedem Vorfall beschädigt er ein ganzes System aus Vertrauen, Routinen und innerer Sicherheit. Und doch muss Teil wir in seiner Bewegung bei den einzelnen Schicksalen bleiben. Immer wieder bei dem schlichten, schneidenden Ausgangspunkt. Jemand war da, dann nicht mehr. Jemand ging los, dann endete der Weg. Jemand sollte zurückkommen, dann blieb der Platz leer. So schlicht beginnt das Grauen in fast allen großen Kriminalfällen. Und wie ehrlich ist das der Grund, warum es so lange nachwirkt? Es bricht nicht in eine exotische Welt ein, sondern in die vertraute. Im Fall Clifford Olsen bedeutet der Vorfall deshalb mehr als Entführung und Mord. Er bedeutet die Zerstörung eines Versprechens, auf dem die Familie lebt. Geh ruhig, komm zurück. Genau dieses Versprechen wurde gebrochen, immer wieder. In einer Provinz, die gerät stumm genug war, damit niemand den Abgrund sofort sah. Und waren die Bände dunkler wurden. Das Telefon häufiger klingelte und die ersten Familien begriffen, dass ihre Angst nicht mehr in den Bereich des Gewöhnlichen zurückkehren würde. War der Tat noch nicht das öffentliche Monster, das er später sehen sollte. Er war nur der Unsichtbare, sprang all dieser leeren Plätze. Genau dort endet wir. In der Schwelle zwischen Verschwinden und Gewissheit, zwischen letzter Sichtung und namenloser Nacht, zwischen einem Kind, das noch eben unterwegs war, und einer Familie, die begreift, dass ihr Leben soeben in ein Vorher und ein Danach zerbrochen ist. Die Ermittlungen begannen nicht mit einem klaren Gesicht, sondern mit einem Sog Ausnahmen. Jägern. Vermutungen und der bedrückenden Erkenntnis, dass mit jedem Tag nicht nur die Chance auf Rettung schwand, sondern auch die Zahl der Möglichkeiten wuchs, sich in die falsche Richtung zu verrennen. Genau darin liegt die Spannung dieses sechsten Teils. Sobald mehrere Kinder und Jugendliche verschwunden oder tot aufgefunden waren, konnte niemand mehr so tun, als handele es sich um voneinander getrennte Unglücke. Doch aus der Einsicht, dass ein Muster existierte, entstand noch keine Lösung. Im Gegenteil. Ein Muster ersaugt zunächst nur einen größeren Schatten. Es sagt, dass eine Hand hinter allem steckt, aber nicht, wem sie gehört. Und weil dieser Schatten über einer ganzen Region lag, begann die Polizei in einem Klima zu arbeiten, in dem jede Spur plötzlich Gewicht bekam und zugleich jede falsche Spur Zeit fraß. Kraft fraß, Hoffnung fraß. Die Verdächtigen, die in solchen Fällen auftauchen,
treten nicht immer als echte Täterfiguren in die Ermittlungsräume. Viele von ihnen sind Produkte der Angst. Ein Mann, der so oft in der Nähe von Schulen gesehen wurde. Ein Fremder mit seltsamem Verhalten, ein Nachbar, der auf Fragen ausweichend antwortet, ein Bekannter mit Vorstrafen. Ein Vater, der so nervös wirkt. Ein Gelegenheitsarbeiter mit Fahrzeug, jemand, der ein Kind kannte, jemand, der zufällig am selben Tag dort war. In einem Klima der Panik beginnt fast jeder Erwachsene, der nicht vollständig lesbar ist, eine zweite Gestalt anzunehmen. Das ist einer der grausamsten Nebeneffekte solcher Serienverbrechen. Sie töten nicht nur Menschen. Sie vergiften auch den sozialen Blick. Plötzlich sieht man Misstrauen. Wo vorher Gleichgültigkeit oder Freundlichkeit war, jede Unsicherheit wird verdächtig. Jede Lücke in einer Aussage bekommt Sahne. Genau in diesem Raum mussten sich die Ermittler bewegen. Sie konnten es sich nicht leisten, mögliche Taten vorschnell auszuschließen. Aber genauso wenig durften sie sich in eine Richtung festfressen, nur weil sie psychologisch gut in das Bild der öffentlichen Angst passte. In den Dienststellen muss diese Phase wie ein permanentes Sehen an so vielen Faden zugleich gewirkt haben. Namen wurden notiert. Wieder gestrichen, erneut geprüft. Aussagen mussten miteinander abgeglichen werden, obwohl menschliche Erinnerung nie sauber ist. Eltern, Freunde, Lehrer, Nachbarn, Ladenbesitzer, Busfahrer, Zufallsjäger, jeder konnte etwas gesehen haben, das im Moment belanglos wirkte und im Nachhinein entscheidend werden sollte, doch gerade weil der Fall sich über verschiedene Orte, verschiedene Opfer, verschiedene Zeitpunkte spannte, drohte jede Einzelaussage zu versanden. Einmal heißt es vielleicht: Ein dunkles Fahrzeug sei aufgefallen. Dann wieder erinnerte sich jemand an einen helleren Wagen. Ein Mann sei freundlich gewesen, sagte der eine. Unangenehm, sagte der andere. Alter, jünger. Kräftiger, stiller. Jemand hatte etwas im Blick. Jemand sprach zu viel. Jemand trug Arbeitskleidung, jemand nicht. Solche Widersprüche sind nicht ungewöhnlich. Sie sind das Rohmaterial fast jeder großen Mordermittlung. Aber in einem Fall mit jungen Opfern und wachsender öffentlicher Furcht werden sie zu einer psychischen Last. Jeder Fehler fühlt sich an wie ein möglicher Verrat an den Toten und an denen, die noch leben. Gleichzeitig drängte die Öffentlichkeit auf Antworten. Sobald klar wird, dass mehrere Kinder und Jugendliche einer Region nicht einfach verschwunden, sondern vermutlich Opfer eines Tates geworden sind, verändert sich auch die politische und mediale Atmosphäre. Eltern wollen wissen, wie groß die Gefahr ist. Reporter suchen nach Linien, nach Mustern, nach Schuld. Politiker wollen Handlungsfähigkeit zeigen, ohne in offene Panik zu kippen. Polizeiführungen müssen beruhigen und warnen zugleich. In genau dieser Spannung werden Verdächtige leicht zu Projektionsflaken, wer schon Vorstrafen hat. Rückt nachher, wer sozial randständig wirkt. Wird schneller genannt, wer sexualisierte Gewalt in der Vorgeschichte hat. Steht sofort unter stärkerem Druck, wer in irgendeiner Weise als merkwürdig gilt. Bekommt das Gewicht eines möglichen Monsters angeheftet. Doch eine echte Ermittlung darf sich nicht von atmosphärischer Plausibilität verführen lassen. Sie muss prüfen, und prüfen heißt oft: dieselben Terrain mehrfach zu öffnen, dieselben Wege wieder abzufahren, dieselben Aussagen mit winzigen Abweichungen noch einmal anzuhören. Man kann sich die Müdigkeit dieser Tage vorstellen. Die Luft in Besprechungsraumen abgestanden, Kaffeebecher mit dunklen Rändern. Graues Tageslicht in Fenstern, Karten der Region auf Tischen, Stecknadeln, Linien, währenderte Uhrzeiten, neue Listen mit Fahrzeugeltern.
Namen aus früheren Verfahren, Hinweis aus der Bevölkerung. Von denen manche wie Gold wirken und an deren nach Stunden nur Staub sind, genau an diesem Punkt beginnt die Sackgasse. Noch bevor sie als Sackgasse erkennbar ist, denn in Serienermittlungen ist das Problem selten. Dass es gar keine Hinweise gibt. Das Problem ist, dass es zu viele gibt, zu viele Halbwahrheiten. Zu viele Möglichkeiten, zu viele menschliche Wahrnehmungen. Da im Nachhinein Ordnung vortauschen, wo so tatsächlich keine war. So entsteht aus einem tatsächlichen Muster ein chaotisches Feld möglicher Tatebilder. Hinzu kommt die Eigenart. Das ein Fall mit Kindern und Jugendlichen fast zwangsläufig auch das private Umfeld stärker in den Fokus rückt, wo er zuletzt Kontakt hatte, wo straight kannte, wo Zugang hatte, wo gesehen wurde, Familien, die ohnehin schon in Schock lieben, geraten dadurch in den kalten Apparat der Reconstruction. Eltern müssen beantworten, wann sie ihr Kind zuletzt sahen, ob es Geheimnisse hatte, ob es von jemandem sprach, ob es oft Anhalte für, ob es Probleme gab. Geschwister wurden gefragt, ob sie etwas wussten. Das sie für unwichtig hielten. Freunde müssen sich an beiläufige Gespräche erinnern. Annahmen, Treffpunkte. Stimmungen. In manchen Fällen liegt in diesem Umfeld tatsächlich ein Schlüssel. In vielen anderen aber führt dieser Weg nur tiefer in Verzweiflung und Schuldgefühle, denn jede Mutter beginne in sich zu suchen. Ob sie ein Zeichen übersehen hat, jeder weiter fragt sich. Ob er strenger oder vorsichtiger hatte sein müssen. Jede Freundin wollte Erinnerungen. Als lag irgendwo zwischen einem harmlosen Nachmittag und einer letzten Verabredung ein Satz verborgen, der alles geändert hatte. Die Ermittlungen greifen also weit über die formelle Polizeiarbeit hinaus. Sie verwandeln Familien in ungewollte Archivare ihres eigenen Schmerzes. Im Olsen-Fall wurde genau dies Phase besonders heikel, weil der Täter nicht aus einem spektakulär exotischen Raum kam. Er war kein Phantom aus den Bergen, kein dortliegender angekündigter Fremder, sondern ein Mann, der sich in alltäglichen Strukturen bewegen konnte. Das machte ihn schwerer fassbar und zugleich gefährlicher, wer nach einem dämonischen Außenseiter sucht. Überschätzt leichter denjenigen, der sich normal genug geben kann. Und weil Olsen bereits eine kriminelle Vergangenheit hatte, mussten sich Ermittler irgendwann in jenes unbehagliche Feld hineinarbeiten, in dem bekannte Straftaten mit alten Mustern und neuen Möglichkeiten verglichen werden, aber bis ein solcher Abgleich wirklich tragt. Wörgehen standen, Tag. Manchmal so viele Wochen, zunächst laufen Ermittlungen auf mehreren Ebenen nebeneinander. Da ist die geografische Analyse, wo verschwanden die Opfer? Wo wurden sie gefunden? Welche Routen verbinden diese Punkte? Gibt es wiederkehrende Zonen? Versuch. Ansprechgelegenheiten, dann die Personenbesitzebene. Wer hatte Zugang zu jungen Menschen? Wer ist mobil? Wer hat eine Vorgeschichte mit Gewalt, Sexualdelikten, Entführung, Manipulation, Tauschung, dann die Situative Ebene. Welche Tageszeiten, welche Wetterlagen, welche Wochentag, welche Gemeinsamkeiten in den Abläufen der Opfer. Jede dieser Ebenen kann einen Durchbruch vorbereiten. Jede kann aber auch in eine Wand laufen. Denn ein Muster ist nie rein. Es tragt immer Störungen. Nicht jedes Opfer bewegt sich gleich. Nicht jeder Fundort erzählt dieselbe Geschichte. Nicht jede letzte Sichtung ist belastbar. Genau daraus entsteht die Sackgasse der Ermittlungen. Man sieht genug, zu ahnen, dass man vor etwas Größerem steht, aber nicht genug, es sicher zu greifen. In solchen Momenten wächst auch der Druck innerhalb des Polizeiapparats. Vorgesetzte wollen Ergebnisse, Untergeordnete Teams wollen
dass ihre Spuren ernst genommen werden. Unterschiedliche Dienststellen können verschieden stark involviert sein. Informationen wandern nicht immer mit idealer Eleganz, persönliche Egos. Ermüdung. Hierarchien und die Schiermasse des Materials beginnen eine Rolle zu spielen. Das ist kein Zeichen von Gleichgültigkeit, sondern die harte Wirklichkeit großer Ermittlungen. Selbst engagierte Menschen arbeiten in Systemen, die unter Druck Fehler machen. Ein Hinweis wird zu spät priorisiert. Eine Beobachtung wirkt zunächst zu vage. Eine Verbindung zwischen zwei Fallen wird nicht sofort mit der nötigen Schärfe verfolgt. Im Nachhinein erscheint vieles klarer, als es damals war. Doch in der Gegenwart eines solchen Falles ist Klarheit ein Luxus. Für die Bevölkerung aber sieht jede Versorgung aus wie Versagen. Eltern beginnen, eigene Theorien zu entwickeln. Zeitungen greifen Gerüchte auf oder spielen sie an. In Straßengesprächen entstehen Gestalten, die größer sind als jede Akte. Man spricht über Männer in Autos, über seltsame Begegnungen, über unheimliche Häuser, über bekannte Triebtäter, über Verschwörungen, über alles, was die Leerstelle mit Inhalt füllen konnte. Die Region lebt in einer Art fiebriger Aufmerksamkeit, in der jede neue Information sofort eingesogen wird, ohne dass noch jemand sicher sagen kann, was wahr ist und was bloß das Echo kollektiver Angst. Genau in diesem Klima werden Verdächtige nicht nur ermittelt, sondern auch imaginiert. Einem fällt häufiger als andere. Ein anderes Gesicht wird in der Nachbarschaft plötzlich anders betrachtet. Und jedes Mal, wenn sich eine Spur als nicht tragfähig erweist, fällt nicht nur ein Verdächtiger weg, sondern auch ein Stück Hoffnung. Der Albtraum könne endlich ein konkretes Ziel bekommen. Denn paradoxerweise wünschen sich Menschen in solchen Fällen fast schon einen Verdächtigen, selbst wenn sie Eichen hassen. Ein Verdächtiger bedeutet Richtung. Richtung ist erträglicher als diffuser Schrecken. Aber die Ermittler dürfen sich diesen psychologischen Wunsch nicht leisten. Sie müssen weiter prüfen, weiter fragen, weiter ausschalten. Dass eine plausible Theorie am Ende nur eine Theorie bleibt. Man kann sich vorstellen, wie die Sackgassen sich anfühlten. Ein Team glaubt, nun eine belastbare Linie zu haben, ein Versuchsmodell, ein Mann mit entsprechender Vergangenheit, ein Bewegungsprofil. Das passt. Gespräche verdichten sich. Unterlagen werden zusammengetragen. Vielleicht wird observiert. Vielleicht wird erneut vernommen. Und vor einigen Stunden oder Tagen scheint es, als würde der Fall endlich enger werden. Dann bricht etwas weg. Ein Alibi hält stand. Eine Zeugen korrigiert sich. Eine Spur ist doch nicht exklusiv. Ein Zusammenhang war konstruiert. Nicht bewiesen. Zurück auf Anfang. Nur dass man nie wirklich zum Anfang zurückkehrt, sondern immer mit mehr Erschöpfung, mehr öffentlichem Druck und mehr innerer Unruhe weitermacht. In einem Fall, William von Olson, musste diese Phase besonders zermürbend gewesen sein, weil mit jeder Versorgung die Vorstellung wuchs, dass der Täter sich weiter frei bewegte. Dieses Wissen nach den Ermittlern, es sitzt in jedem Gespräch, in jeder Nachtschicht, in jeder neu aufgeschlagenen Akte. Nicht nur die Toten schreien nach Antwort, auch die Lebenden sind in Gefahr. Jede Stunde, in der kein Zugriff gelingt, ist eine Stunde in der Dieselbahnstraßen. Bushaltestellen und Vororte weiter offen liegen, und doch lässt sich gute Polizeiarbeit nicht aus bloßem Alarm heraus erzwingen. Man braucht Genauigkeit, man braucht den Punkt, an dem Indizien nicht nur beruhigend, sondern belastbar werden. Gerade diese Kluft zwischen Dringlichkeit und Beweisbarkeit ist die eigentliche Sackgasse. Der Fall ruft nach Tempo. Aber das Gesetz verlangt Struktur. Ein weiterer Aspekt dieses Kapitels ist die Wirkung des Täters auf die Ermittlungslogik selbst. Menschen wie Olson leben oft von Tauschung, Anpassung und dem geschickten Ausnutzen sozialer Erwartungen.
Das bedeutet nicht, dass sie unfehlbar sind. Aber es bedeutet, dass sie nicht unbedingt dort auffallen. Wo ein ungeschultes Publikum Auffälligkeit erwartet, wo im Alltag harmlos genug wird. Kann an den Randen des Sichtbaren lange überleben als jemand, der offen chaotisch oder bedrohlich auftritt. Auch deshalb geraten Ermittlungen in die Irre. Man sucht nach dem Falschen mit zu großem Eifer und nach dem Richtigen zunächst mit zu wenig Intuition. Erst nach und nach entstehen jene Verdichtungen, die einen bestimmten Namen immer wieder zurück in die Mitte holen. Im Fall Olsen lag ein solcher Name irgendwann in Reichweite, aber bevor wirklich fest wurde, mussten die Ermittler durch all diese anderen Möglichkeiten hindurch. Das ist die Wahrheit über große Mordserien. Der spätere Tatennehmer lässt die Vergangenheit sauber erscheinen. Aber damals war nichts sauber. Damals war alles Bewegung, Druck, Müdigkeit und das ständige Risiko, den entscheidenden Stein noch nicht oder schon falsch umzudrehen. Für die Angehörigen war dies fest und menschlich. Sie wollten antworten. Aber die Ermittlungen lieferten zunächst vor allem Prozesse, Befragungen, Maßnahmen, forensische Arbeit, Presse-Communication, Hinweis. Die geprüft werden, Schritte, die fachlich notwendig sind, emotional aber wie quälende Langsamkeit wirken. Eltern, deren Kinder verschwunden oder tot waren, mussten erleben, wie die Welt in Form von Akten arbeitete. Während ihr Inneres längst nur noch brannte, in genau diesem Spalt zwischen institutioneller Notwendigkeit und menschlicher, Verzweiflung wacht auf die und auf die Polizei. Auf den Staat, auf alle, die noch keine Antwort liefern können. Und manchmal ist dies wird unfair. Manchmal berechtigt, meistens beides zugleich. Denn Ermittlungen sind nie rein technisch, sie sind immer auch Besichungen unter Extremlast. Polizisten müssen Fragen stellen, die sich wie Messer anfühlen. Familien müssen Dinge wiederholen, die ihnen den Atem nehmen. Verdächtige müssen geprüft werden, obwohl manche davon am Ende unschuldig sind und dennoch unter einem Schatten leben. Die Sackgasse ist also nicht nur fachlich, sondern moralisch. Je länger sie dauert, desto mehr Menschen tragt sie in Mitleidenschaft. Teil 6 endet deshalb nicht mit einem Triumph, sondern mit zunehmender Enge. Die Ermittlungen haben das Feld verdickt. Die Zufälligkeit der Einzelfälle beginnt zu zerfallen. Ein Taterprofil zeichnet sich ab, wenn auch noch unscharf. Die Möglichkeiten werden weniger, aber die Spannung steigt gerade deshalb. Denn je näher man den realen Tater herankommt, desto schwerer lastet die Frage. Warum es noch nicht reicht. In den Büros hängen Karten mit Linien. In den Köpfen der Ermittler festigen sich Muster. In der Öffentlichkeit nistet die Angst. Und über allem liegt dieses drückende Gefühl, dass die Wahrheit jetzt irgendwo ganz nah sein muss. Noch ist sie nicht in der Hand, noch gibt es Verdächtige. Irrweg, falsche Hoffnungen. Ausgehende Kraft. Aber die Sackgasse ist nicht mehr bloß Stillstand. Sie ist die letzte enge Passage vor dem Punkt, an dem aus einem Schatten ein Name wird. Der Durchbruch in einem Fall wie diesem kommt nicht wie Erlösung. Kommt hier wie ein Riss in einer Wand. Hinter dem Mann seit Wochen ein Geräusch hört, ohne die Quelle zu sehen. Erst ist es nur eine feine Veränderung im Material der Ermittlungen, ein Hinweis, der sich anders anfühlt als die Wählen zuvor, weil nicht bloß denkbar, sondern belastbar wird. Dann beginnt sich das Gewicht des Sachi zu verschieben. Namen, die bisher nur los in Akten standen. Sie haben plötzlich mehr in sich als andere Bewegungen, die zuvor als Zufall erschienen, ordnen sich zu einer Linie. Außerdem, die einzeln zu schwach waren, beginnen einander zu stützen. Der Durchbruch ist deshalb nicht einfach ein Moment, in dem alle gleichzeitig aufspringen und wissen, jetzt ist es.
ist der Punkt, an dem aus nervoser Vermutung eine Richtung wird. Da sich nicht mehr ignorieren lässt, in den Wochen so hatte sich die Ermittlung durch so viele Gesichter. So viele möglichen Fahrzeuge, so viele Erinnerungsreste und Verdachtsräume gearbeitet. Jetzt aber bekam sie zum ersten Mal einen Schwerpunkt, einen Körper. Einen Mann, der nicht nur atmosphärisch in das Tatebild passt, sondern sich mit wachsender Dichte in der Nähe des wirklichen Musters bewegte. Clifford Olson, wofür die Behörden kein wollig, unbeschriebenes Blatt. Er hatte längst eine kriminelle Vergangenheit, eine Biografie aus Grenzüberschreitungen, Täuschung, Gewalt und jener schwer fassbaren Rücksichtslosigkeit, die nicht immer sofort zum schlimmsten Verbrechen führt, aber rückblickend wie ein langer Vorspann dazu wirkt. Doch auch ein Mann mit Vorstrafen wird nicht allein deshalb zum Täter einer Mordserie. Ein echter Durchbruch verlangt mehr als Instinkt. Er verlangt eine Stelle, an der Verdacht anfängt. Sich an die Wirklichkeit zu ketten. Im Olsen-Fall lag die Stelle in der Zuspitzung der Ermittlungen auf sein Verhalten. Sein Bewegungen, sein Nähe zu jungen Opfern und schließlich in jenem entscheidenden Zugriff, der nicht aus den früheren Morden selbst, sondern aus einem späteren Vorfall heraus möglich wurde. Es ist oft so in großen Kriminalfällen, dass der Täter nicht durch das vollständige Entschlüsseln der Vergangenheit fällt, sondern weil die Gegenwart ihm einen Fehler erbringt. Kein Serienmörder ist unendlich präzise. Irgendwann verschiebt sich die Balance zwischen Kontrolle und Übermut, zwischen Routine und Nachlässigkeit, zwischen kalkulierter Tarnung und dem Glauben, weitermachen zu können. Genau dort öffnet sich der Durchbruch, als Olsen im August 1981 im Zusammenhang mit dem Versuch, zwei Mädchen zu entführen, in den Fokus geriet und festgenommen wurde. War das kein theatralischer Endpunkt, sondern die erste harte Kante, an der sich der Schatten eines möglichen Serienmordes in einer konkreten Handlung rieb. Bis dahin war die Angst groß. Das Muster deutlich. Die Wahrheit nah genug, sie zu spüren, aber noch nicht fest in der Hand. Nun hatte die Polizei plötzlich etwas, das sich anfassen ließ. Einen Mann, eine Tatnahe, einen Anlass, genauer hinzusehen. Einen Grund, nicht mehr nur aus der Distanz zu rekonstruieren, sondern eine Person frontal mit dem Verdacht zu konfrontieren, dass hinter den vielen verschwundenen und getöteten Kindern und Jugendlichen nicht einfach irgendein Phantom steckte, sondern man muss sich diese Phase nicht als filmische Jagd mit Sirenen und letzter Sekunde vorstellen, sondern eher als Verdichtung von Raum. Die Luft in den Ermittlungsraumen wird schwerer, Gespräche werden kürzer, konzentrierter. Akten, die vorher nebeneinander lagen, rutschen zusammen, Zeitleisten werden enger geführt. Wer Olsens Namen schon auf dem Schirm hatte, sieht Eichen jetzt anders. Nicht mehr als eine von vielen Richtungen, sondern als Zentrum eines Kreises, der sich schließt, und doch bleibt auch in dieser Phase Vorsicht. Ermittler wissen, wie gefährlich es sein kann, sich zu früh zu verlieben in den ersten Verdächtigen, der Gott passt. Gerade deshalb muss ein Durchbruch ausgehalten werden, bevor er gefeiert werden darf. Man prüft stärker, nicht leichter. Man gleicht alte Sichtungen gegen neue Fakten ab. Man verknüpft Bewegungen, Kontakte, Zeitfenster. Man versucht herauszufinden, ob dieser Mann tatsächlich die geografischen, zeitlichen und situativen Bedingungen erfüllt, die der Fall verlangt. Und mit jeder Übereinstimmung wächst nicht sofort Erleichterung, sondern eher ein kalter Widerstand im Inneren derer, die daran arbeiten, denn je besser es passt, desto größer wird die Ahnung, dass man sich einem Täter nachhört.
Dessen Wirklichkeit schlimmer sein konnte als jede vorherige Vorstellung. Der Durchbruch ist also auch psychologisch ein harter Moment. Ermittler, die wochenlang im Reich der Vermutung gearbeitet haben, spüren plötzlich Boden unter den Füßen, aber dieser Boden ist kein sicherer. Heller Ort, ist der Eingang in den eigentlichen Kern des Grauens. Sobald Olsen ernsthaft als Hauptverdächtiger greifbar würde, musste sich die Perspektive auf den gesamten Fall verändern. Die vielen Leerstellen der letzten Monate begannen sich nicht zu schließen, aber zu reagieren. Fundorte, letzte Sichtungen, Opferbewegungen, Altersprofil. Die Struktur des Zugriffs, alles wirkte nun nicht mehr wie eine Sammlung von Tragödien, sondern wie das Arbeitsfeld eines einzigen Mannes. Es ist dieser Moment, der in Teil 7 den Takt verändert. Die Erzählung wird schneller. Nicht weil sie leichter wird, sondern weil endlich Richtung entsteht. Die Polizei steht nicht mehr an so vielen Touren, sondern an der richtigen. Oder zumindest an der Tour, die sich erstmals anfühlt. Als konnte sie aufgehen, was dann folgte, ist die in der Form des Durchbruchs, nicht nur die Eingrenzung des Täters, sondern sein Verhältnis zur Wahrheit. Fälle wie diese enden selten alle mit einer eleganten Indizienkette. Sie enden oft dort, wo ein Täter Mighty Confrontation, Druck, beweislich und im Fall seiner Bewegungsfreiheit konfrontiert, beginne zu sprechen. Nicht aus Reue, nicht aus Menschlichkeit, sondern aus Kalkül, Narzissmus, Machtbedürfnis oder dem Wunsch, selbst im Moment der Entlarvung noch die Bedingungen zu kontrollieren. Genau hier bekommt der Olsen-Fall sein besonders verstörende Qualität, denn der Durchbruch bestand nicht nur darin, ihn als Täter zu fassen, sondern auch darin, dass schließlich angeben machte, die Ermittlungen in die Lage versetzten, Opfer zu finden und die Serie in ihrer ganzen Schrecklichkeit zu bestätigen. Und doch war selbst das Sprechen dieses Mannes keine Befreiung im eigentlichen Sinn. Es war ein weiterer Akt der Herrschaft. Ein Täter wie Olsen gibt Informationen nicht einfach wie ein Mensch, der die Wahrheit schuldet, setzt sie ein. Aspert, das Wissen macht ist. Und dass selbst gefesselt, überwacht und entlarvt noch immer in der Lage ist, andere in Bewegung zu setzen, Ermittler, Angehörige, Öffentlichkeit. Alle hängen plötzlich an seinen Angaben, an dem, was prescript, zurückholt, andeutet oder taktisch staffelt. Der Durchbruch trägt deshalb in diesem Fall eine bittere Form. Endlich kommt die Wahrheit nahe, aber sie kommt durch den Mund desjenigen, dass sie es zu einem Albtraum gemacht hat. Es ist, als müsse man eine verschlossene Tür öffnen, wissen,